Hallo und guten Abend. Hello and good evening. To Plüschkeks Lesestunde. Hello, hello. Welcome, welcome. Come in to this wonderfully spooky day today. Welcome to Ellen Genzillion, Alicidra, another TV viewer. Bene, Chiri, Commander Root, Letty, Drapsnat, Ludo, Antelucent, Holites Carmen, and Holloway. Today we have again a bilingual or probably mostly English stream due to the fact that we are previewing an English book today. But for everybody that is not interested in this content, in the second half today, probably at about 9 p.m. to 9:30, we will go into more book recommendations. Also für jeden von euch, der heute keinem englischen Buch zuhören möchte, später ungefähr zwischen 9 oder halb 10, werden wir wieder deutsche Buchempfehlungen für unter den Weihnachtsbaum durchgehen. Und ich muss sagen, diese Woche haben wir Hochkaräter parat. Unter anderem Bücher von Trudy Canavan, Markus Heitz oder Neil Gaiman. Also vielleicht auch das Witzebuch, Bene. Wenn du zum Streamende da bist oder zur zweiten Hälfte und mich daran erinnerst und einforderst, dass ich Witze aus dem schlechten Witzebuch vorlese, dann tue ich das natürlich. Wecker gestellt. So, we will probably not only do book recommendations, but also read bad German jokes that are probably pretty bad. So, if you're not a German speaker, you're not missing out, actually. So, how's your weekend been so far? Partwitze. I hope you had a nice weekend. Well, I mean, it just started. Today's Saturday, so today's actually the first day it's snowing where I live. So I'm pretty hyped, especially because I read the end of the Gingerbread Men today while it was snowing in the book and in real life, and that was pretty neat. Ooh, Ellen Genzillion had a relaxing day. That's nice. Relaxation is always very important, especially on the weekends when you have to gather your spirits again for the upcoming week. Also, for any German speakers in chat, like Bene, if you're not as confident in writing in English, but you understand me well, you can also write in German. No problem at all. I'm actually pretty excited for this book, especially now that I like freshly finished it and I'm like still all hype, just like when you watch a movie in the cinema and you come out of the movie and you're still like in this, if it's a good movie of course, in this adrenaline rush, endorphin high, where you're still processing what just happened. That's like how I feel right now. My English very good, what to say. Bene is a little troll today, but we love him nevertheless. I hope you're all very proud of me because this is a spooky book and I am
very, how do I say that nicely about myself? Sensitive. Sensible? I don't know. I'm usually a scaredy cat when it comes to anything spooky. Like, I don't watch spooky movies. I don't play spooky games. And if I read something spooky, only in daylight. Because, thank you, Langenzillian. Because, when I read something spooky, or in general, I have immediate head movies. And those stick with me. So my problem is then not in the moment when I read it, but like then a week after, where I'm still thinking about it. Or like even I'm still remembering things I read like 10 or 15 years ago that scared me so much that I still get spooked up. So I was rather excited to see that the Gingerbread Men, even though it has trigger warnings, I appreciate that a lot, on the first page did not scare the living poop out of me. It was still creepy enough, but it's just like, this level of spookiness that is endearing without being really scary, but it's still like a little eerie and thrilling and tingly. Ich hoffe, ich habe hier nichts Gruseliges geschrieben. Ludo, ich werde mich für immer dran erinnern. I will forever remember if you write anything spooky in chat. Forever. Forever. Gruselig, wie Studenten mit von bis Termin. Yes, spooky like students with from to appointments, where I am stupid enough to not tell them a date to come to my office, but just say, you can come from to, and then of course they show up like 5 minutes before the to time. Like if I say 9 to 12, they show up like 11:55. That's like my horror. That's spooky enough. That's called sustainable. Yeah. Just write something spooky in chat once and you will never need to write anything else because I will forever remember you. Very sustainable indeed. Today I moved the chat on my Surface tablet and I'm still not using it. Like I'm still not looking at it. Even though like the chat is very big here, I'm still looking at the tiny screen of my streaming software. Because I'm just so used to like, I think my head is permanently crooked from looking over to you guys. Oh, sorry. Wow, this week I don't even have to have like any embarrassing story to tell you. Well, I mean, this is the week that for everybody that was here last week, I told people about the train track that I used to go to work to.
has been cut off for the whole week because they do construction and replace some of the tracks. So I had to go by bus for half the track, for half the way. That's like actually better than last time where they cut off everything. This time they only cut off half, and you have to go like half by bus, like an hour by bus, and then half an hour by train. It's so funny because by the time I get out of the bus and change into the train, usually I would be at my final destination. So that's weird. But to be fair, in the mornings, like I am on the bus like at 6:18 in the morning, it's pretty quiet, and there are like 2 other people, and it's like one of those luxurious buses that are not driving in the city, but like for longer distances, that has like really soft, cushiony seats. And I'm always sitting in front because I'm prone to get sick on buses, because bus drivers are crazy and they drive as if they are crazy. So if I'm not sitting in front, I will vomit all over the bus. So I'm usually taking the front seat. I found out it's even better if I'm sitting behind the driver. But then still, like, what's up with those bus drivers? Like, I told my boss that I'm actually scared on buses because bus drivers are crazy. And she's like, well, statistically, there are not that many bus accidents. And I'm like, well, that doesn't change that they're driving as if they want to get in accidents. Like that one bus driver, that he was always driving when I was going home. So the track is like really weird, the route that he has to go, because he can't just take the highway. He has to take the highway for a little and then get off the highway to go to the train station and then get back on the highway, and that's why it takes so long initially. And so they had like a really tight timetable to go from A to B. So they were basically speeding all, like, whenever they could. And that one guy didn't want to turn because, understandably, because the most train stations here that are kind of like in the countryside are not really built to have a bus turn there. So they're usually like one-way roads or like way too little space for a big bus to turn. So some, like the bus driver in the morning, would always skillfully like turn, but the one in the evening didn't want to turn with any cost. So what he did was he found that there was a shortcut that would make it so that he wouldn't need to turn and cut off like a big loop on the track. So this shortcut was a dirt road between 2 fields with holes. One way, like one, only broad enough for one vehicle. So you have to imagine we're sitting there in this luxurious travel bus, and then suddenly he turns from a normal road onto a dirt road that is only meant to be driven on by farmers to get to their fields. And it's like, we're like, what the fuck is happening? Oh my goodness. What is this man doing? And he was literally driving between 2 fields that had like some winter crop growing on them. And it was going uphill. So we couldn't see if there was anybody like coming towards us. Like not even me. And I was sitting like high above the bus driver. So it was like weird. And some old lady behind me was like, did we come that way? I can't remember. Does he know where he has to go? It was really weird because he didn't say anything. And then to
like the problem was that there was a car coming. And there was no way that car would have been able to pass us because we were literally taking up all of the dirt road. And left and right was like, it was going up a little bit, and then there was fields. So they could not even turn. So what happened was that the car stopped, the bus stopped, and they were basically face to face, really close. And then for a few moments, nothing happened. Like the car driver looked at us and we looked at the car driver. And then the car driver put the reverse in and reversed. The bus driver couldn't wait for the car driver to reverse. So every inch the car driver drove backwards, the bus drove forwards. So it was like this really intimidating presence. You have to imagine you're sitting in your car, you have to reverse in the dark, a dirt road everywhere, and you have to stay really straight or else you're landing in the field. And in front of you is this towering presence of the bus with the lights right on the height of your face, so it's really nicely blinding you so you can't see anything. Yeah, that was what's happening. So the car driver got nervous and didn't steer straight and was getting a little crooked, noticed it, stopped. The bus driver stopped, nearly shoving him a little bit. And then he was like going, instead of just like steering against the crookedness, he went into drive, drove like 2 centimeters forward, then went into reverse, and then reversed some more. And it was like really awkward. And he had to basically reverse to the end of the dirt road to finally have a space to back into so that we could pass. And the next day, the bus driver took the same road despite that, because he was like, this is a shortcut and I don't want to turn. And I was really nervous. And also, why do some bus drivers, like the one in the evening, drive with their buses in turns as if they're driving a motorcycle? I swear to you, if he could have leaned into the turn, he would have. I felt like I was on the back of a motorcycle while on a bus. This was really scary, and I hate buses. That's the end of my story. I hate buses is the conclusion. I'm really exhausted from telling the story. Well, I hope the story has brought you in the right mood for some scariness. Von Anrufsammeltaxen. Was du beschreibst, klingt wie die einzige Zufahrt zur Herberge an der Hertersburg auf Zingst. Ich weiß nicht, was ich von Sammeltaxen halte. Und ich war noch nie an der Hertersburg auf Zingst. But I think we should turn off the lights
Wow, my English it's peak English today. Turn off the lights. If I can find this light switch, that somehow, oh, it's down here. Okay. Turn off the lights. Get comfy. Grab your favorite plushie and a towel, because we know a towel is the most important tool for every adventure. And then we're going to talk about me not trying to burp on microphone, and also about the book The Gingerbread Men by Joanna Corrance, published by INHALT Publishing. Perfect timing for the music to run out. So, The Gingerbread Men is a freshly published book. It came out at the 1st of December this year, so it's only 10 days old, if you so will. And it is a mystery story with elements of very dark fairy tales, and it has some nightmarish touches, and it lives a lot of the emotion and the atmosphere it's creating. It's not about jump scares or gory, bloody, gross horror. It's more the eerie, silent, dark feeling, the loneliness you feel with the main characters, and the atmosphere that is described so well. That is the real horror. It's more like a shivering, spooky story that you actually enjoy, but that still makes you feel a little uneasy. So I think instead of reading the text on the back of the book, we jump right into The Gingerbread Men. And because we only have a limited amount of chapters we can read, of course, with the very appreciated support of INHALT Publishing, we will start right into the story, leaving out a little bit of the beginning to give you, basically leaving out the introduction that I will summarize for you here. So The Gingerbread Men starts off with our protagonist, Eric. He is on Christmas Day, I think. I hope I'm not getting this wrong. So basically, shortly before Christmas, he and his freshly become fiancé, Eleanor. Both of them are at the Edinburgh Christmas market and are looking at ornaments and the stalls. And what we learn is a little bit about Eric's and Eleanor's background, about how their relationship works. We get to know that Eric is an aspiring author that has not yet quite come around to actually finish a book. According to his fiancée, he has a few ideas that he started but never finished. But she likes this about him. She likes this
artistic aura that he has, and she thinks it's exciting that he is an aspiring author. She, on the other hand, comes from a wealthy family that is not quite happy with her choice of men because they think that Eric is never getting anything done. So he's dreading the upcoming Christmas dinner with her family, as always. And while she's talking, he sees a woman over her shoulder. This woman is beautiful. She has fair skin and rosy flush to her cheeks. She has wonderful eyes and dark, flowing long hair. She's dressed perfectly. She looks like a real lady, and she looks right at him. And then she extends a hand and smiles. And he can't stop himself from going over to her while his fiancé is mid-sentence. And he grabs her hand and she grins at him, her perfect features, even more perfect close up. And she smells like Christmas, like spices, like a Christmas tree, like gingerbread and mulled wine. And she asks him if he wants to come with her. And before even thinking, he says yes, leaving a surprised Eleanor behind, following the woman into a taxi and driving off. He has forgotten about his fiancée, about the obligations he has, about the Christmas dinner. Everything just is about this woman. He can't stop thinking about her. He thinks she's wonderful. She's so interested in him. And they drive off, and she introduces herself as Delia. And everything he wants is just to talk more with her, to be closer to her. They're holding hands, and they drive for hours through the wintry Scottish landscape into the Highlands. And she takes him to her hotel, and when he first sees it, it's a house that from afar looks like a gingerbread house. It's something between a mansion and a castle, not quite the one, not quite the other. Snow is perfectly draped on the roof and around the windows. And she invites him in. And that's where we start. Chapter 4. Wait, let me start differently. The Gingerbread Men by Joanna Corrance. Chapter 4. I had always been of the view that it was lonelier to be in the company of the wrong people than it was to be completely alone. There were times when I had found myself in a bar surrounded by people, and one of us would ask a question, another would answer, and then they'd either ask the same question back or hurriedly come up with another question. Then the sequence would repeat. I often wondered if that was how those people conducted their day-to-day conversations, or if they felt the same way I did, and if we were just too incompatible to connect on any level. My heart would sink, and after false proclamations that we have to do this again sometime, I would leave, deflated.
In contrast to the tantalizingly quiet taxi journey, once we were in the hotel, Delia lit up, perhaps with the fresh confidence of being on her own territory. She started to speak much more, expressing herself with vibrant enthusiasm and animated gestures as she talked about nothing in particular. Words tumbled with ease out of my mouth, and the conversation spilled naturally into literature, music, and film. She shared my love of jazz, snorting with laughter when I told her how, as a teenager, I went through a phase of sitting on my windowsill at night, smoking one of my father's roll ups, playing loud jazz, and wishing I would have an existential crisis, not understanding the meaning of existential, but thinking it sounded very sophisticated. My father eventually told me to cut it out because his friends could see me on the way home from the pub and it was becoming embarrassing. The story delighted Delia, who I noticed had a wonderfully endearing quality of looking like she was on the verge of laughing when she grinned, eyes brightening and nose wrinkling. It was a real grin, not like the seductive smile offered to me back at the Christmas market. It made me feel clever and funny. We sat in comfortable armchairs by a tall window that looked out into the inky darkness as a storm swirled around us. It was too severe to be anywhere in the vicinity of the central belt. Before I could ask where we were, which I guessed was somewhere up in the Highlands, a tired-looking waiter appeared, stifling a yawn as though he had just woken up. He wore the same white shirt and grey trousers as the doorman. Delia ordered for us. "So, you're a writer, Eric?" She resumed our conversation, leaning back in her chair and precariously holding the slender stem of her glass. "Yes," I paused. "Although I work in a restaurant as well. I was going to quit, though. I am going to quit, to pursue writing full time." I didn't mention that it was Eleanor who would support me to do that. "That's wonderful." She looked at me with a genuine fascination that filled me with warmth. "This area is such a great place to write. We had writers come here on retreats before. They love it." She chattered easily, showing a genuine interest in the novel I was yet to make any real progress with. The way she spoke about it made me feel like I could do it, like I had to do it. As the bottle on the table diminished and the waiter appeared, as though by instinct with another, I had to fight my decreasing inhibition and growing desire to blurt out how wonderful it was to speak to someone who understood my passion and made me feel like the person I wanted to be. Her presence was addictive. If we couldn't be lovers, then we had to be friends. I couldn't accept any less. The very idea of not being in her company gave me a jolt of panic. She rose, draining her glass. "Come on then," she said, extending her hand towards me. She grinned again. "Let's go upstairs." Chapter 5. I awoke in the hotel on Christmas morning to an empty bed. For a moment I was surprised to not find myself beneath familiar mauve bedsheets, surrounded by decorative cushions, Eleanor beside me in her faded tartan pajamas. Instead,
I emerged from an immaculately pressed white duvet that felt like it had never been slept in, and fumbled about blurrily, half wondering if Delia was hidden somewhere in the bedding. There was a faint trace of her scent on the cold side of the bed, which she had obviously left some time ago. I shut my eyes to jumbled memories of falling against plump cushions and piles of clothes discarded on the parquet floor. Images which all seemed strangely distant as I tried to recall the warmth of her in the crook of my arm. At least I could remember her soft breath in my ear as she slept, lapping like the distant sea. I had watched, between a gap in the heavy camel curtains, the snow drifting by the bay window in the darkness, until I slipped into a sound sleep. A knock startled me. "Merry Christmas, sir." The door swung open, and an immaculately groomed man in the now familiar uniform of white shirt, grey trousers, and black apron barged in, pushing a rattling trolley which held a silver tray. He placed the tray on one of the coffee tables and marched briskly over to the curtains, whipping them apart. A brilliant white light filled the room and forced me to cover my eyes. Outside, the thickness of the snow concealed the landscape. "Merry Christmas," I replied uncertainly, tugging the duvet up higher to cover my bare chest. "Where's Delia?" "Downstairs, preparing for the Christmas party," he replied, eyes brightening ever so slightly at the sound of her name. "Oh," I felt suddenly awkward. I should see her before I go. To say goodbye." The waiter smiled pleasantly. "But, sir, Delia said you would be joining us this evening. We laid an extra place at the table." I perked up instantly, trying to hide the delighted smile twitching at the corners of my mouth. "It begins at 7, but drinks at the bar for 6:30. With a brief bow, the waiter retreated. As he left, another member of staff appeared at the door. A man slightly older than me. He looked unsure, opening his mouth as though he'd forgotten what to say. The waiter stopped him, placing a hand on his arm, and firmly guided him away, taking care to close the door behind him. Rising from the bed, unashamedly naked, I moved to the tray on the coffee table and gingerly lifted the lid. I was greeted by the warm steam of a freshly prepared breakfast, a sliver of pink smoked salmon laid over peppered eggs. Beside it was a flute of orange juice bubbling with champagne. I sipped it delicately, lowering myself into the cream armchair and letting out a satisfied sigh. By the time I finished breakfast, it was nearly the afternoon. I checked my phone, which was close to being out of battery, and was relieved to see that there was no signal, which meant no messages and therefore no need to face any backlash. Not yet, at least. It was unlike me not to be up, washed, and dressed long before that time, since I had always been a morning person by nature. Even when I covered late shifts at the restaurant, I would still wake up at 6:30, ready for my jog, regardless of the weather. Eleanor would brag to her friends about my commitment to fitness, and they would roll their eyes in the direction of their cumbersome counterparts, slouched in their seats and stooped from their desk jobs. The thing I had always liked about the morning was how quiet it was. In early summer, during that peaceful hour when the nightlife has come to an end, and the commuters,
are not yet rushing from their door to catch their trains, I would jog around the meadows as it glistened with fresh dew. It was an hour during which I could be completely alone with my thoughts. That was one of the things Eleanor liked about me. She said that it was endearing how quiet and thoughtful I could be, lost at my head even when we were in the company of her loudest friends. In truth, I always felt that their volume compensated for their lack of personality. She said she reckoned it was what made me such a good writer, the fact that I observed and absorbed. She didn't seem to mind it when I became quiet and antisocial. We did have a disagreement once about me prioritizing my morning runs over the household chores, but thankfully, Eleanor agreed that she had the time to do them in the morning before she left for work. We were both in agreement that it was much better to return to a clean house rather than having to pick up the chores after a long day. Peering out the window, I decided that the weather was too extreme even for my obsessive morning routine. Although the sunlight glittered on the white ground in the distance, I could see dark snow clouds moving in rapidly. Another storm was on its way. I pulled on my jeans, which had looked smart when they were freshly washed and pressed, but were now slightly loose with wear hanging unflatteringly around my thighs as though they were too big for me. I pulled my woolen jumper over my head. It was one of the nicest pieces of clothing I owned. Eleanor had knitted it for me. She had insisted on making most of my winter wardrobe when we got together, which I didn't mind. Around that time, knitted patterns and a more homely look had become fashionable, and I became inadvertently trendy. I touched the sleeve, pausing in a sort of sadness for just a second before forgetting what had distracted me and blinking back to the presents. Out in the corridor, it was unnervingly quiet. The soles of my shoes padded gently against a jute carpet, which ran the length of the wooden floors and turned sharply down the stairs. I almost swerved into another of Delia's employees, an older man who stood quietly by the banister several steps down, holding a spray can and a yellow dusting cloth and polishing the wood. He turned his head slowly to acknowledge me, giving a curt nod before going back to his work. "Merry Christmas, sir," he said, raising a wiry eyebrow at the banister. "Can I help you?" "Just looking around." I paused, wondering if I could substitute my run. "There isn't a swimming pool or a gym, is there?" "No, sir," he resumed his polishing. "No pool or gym." "Damn," I murmured, moving past him. "Never mind." "See you tonight, sir," he said, keeping his gaze fixed on the banister. When I was young, sorry, Chapter 6. When I was young, my family always did the usual Christmas thing. We had the big tree and the sparkly tinsel in red and green that wrapped around the window, just like everyone else on our street.
There were the overzealous neighbors who would transform the immaculate square of grass into a fake winter wonderland with the life-sized models of reindeer, flashing lights, and an inflatable Santa Claus who would sway ominously in the breeze. I remembered looking at those gardens and thinking that there was something depressing about them. It wasn't that we didn't live in a nice part of town. In fact, our suburban estate was considered quite desirable. Each identical brown new build was spacious inside and had brand new central heating and neat square lawns, which were easy to maintain. In summer, the women, pale from winter, would drag out the deck chairs and sit in the sun where they would burn like vampires. For as long as I could remember, we had plastic Christmas tree. My mother was obsessively clean, constantly hovering or neatening up after my father, making up for his messy nature. My father often rolled his eyes fondly and teased her about her fussiness, but he would be the first to comment if standards slipped. So we had a plastic tree to avoid messy pine needles littering the carpet. When I complained that it didn't smell like it was supposed to, she hung one of those little scented cards that you dangle in the front of cars. Pine fresh. Being an only child, I was always overindulged when it came to presents. Back then, I thought Santa wriggled through the impossibly narrow slots of our gas stove and dropped off the presents under the tree while I slept. Every year, I left a mince pie out for him and a carrot for his reindeer. One Christmas, I got up first thing and put on the Christmas jumper my mother had laid out for me. It had a picture of a snowman on it and real bells that jangled when I moved. Peeling back my curtains, I was disappointed to see the glistening gray of the wet tarmac street rather than the crisp white I had seen in every story and film about Christmas. But never mind. Christmas was all about the presents. I bounced down the stairs and held my breath at our lounge door before the entering. I would feel and shake all the boxes before my parents came downstairs to see if I could guess what they were. I always thought it must be rubbish being a parent and having to pretend to be happy for the children with their piles of presents when all they ever had was one or two small parcels for themselves. That morning, the sight beneath our tree was disheartening. A couple of metallic baubles had fallen on the cream carpet and rolled sadly on their side. There were no presents. By the gas fire, my carrot and mince pie still sat on the plate. I reached out, but the stove was cold to the touch. Normally, my mother would have it fired up hot and ready to start the day, insisting that we all had a hearty breakfast before we could start unwrapping. I started to cry. A rumble outside, at what my mother would call an unreasonable hour, distracted me, and, wiping my eyes, I peered between the slats of the white Venetian blinds to see my father parking up on our drive and striding towards our house with a large black bin liner slung over his shoulder. I rushed to the door and waited for the turn of his key and the click as it swung open. My handsome father, tall and proud, still in his clothes from the previous night, stepped inside. His mucky boots left dark, damp imprints on our pale carpet. He dropped the sack on the floor and a polka dot wrapped box tumbled out along with other gifts of assorted sizes. They were so well wrapped that they had to have been done professionally,
like in chocolate shops, so perfect looking that it seemed a shame to tear into them. My heart leaped, and I squealed in delight. I asked him why Santa hadn't brought the presents. Already on my knees and shaking the parcels. My father paused before widening his mouth into a grin, the kind that cocked up one side and created a charming dimple in one cheek. His voice boomed as he explained that poor Santa was too big to fit through the slats in our heater. That made sense. When I asked about the mince pie, he assured me he would get it to Santa before the day was over. As we carried the presents to the tree, I heard a soft padding behind me and turned to see my mother standing in the middle of the stairs. She was still in her fluffy white dressing gown, and her dark makeup from the night before hadn't been washed off. It circled her eyes like shadows. She was wearing an expression I hated, where her nostrils flared and her lips were pursed tight. She demanded to know where he had been, white knuckles pulling the lapel of her dressing gown against her chest, as though she was worried it might slip off. I glanced at my father's face. His charming smile faltered a little. Her voice wobbled through her anger. Maggie. His voice became sweet and smooth, like trickle. Come on. It's Christmas Day. Let the ween open his presents. Don't spoil it for him. He turned to me. That's what you want to do, isn't it, Eric? Open your presents. I nodded enthusiastically, looking pleadingly at my mother. I remembered being annoyed at her, feeling sorry for my dad, who had been out all night helping Santa. After a moment of hesitation, she agreed, following us into the lounge and taking a seat on the sofa. She pretended to smile as I tore open my gifts, even though her eyes glittered with tears. I wondered if she was upset about the footprints my father had left in the corridor. When he handed her a small box that he plucked from his pocket, she tossed it ungratefully aside. I went over to hug my father to make him feel better. As I burrowed my head into his chest, he smelled of his usual cigarette scent, something that resembled my mother's nail polish remover and something unfamiliar. It was like a candied cherry scent. I inhaled it, enjoying the sweetness. Our dinner was quiet that night. The only sound was from our CD of modern Christmas tunes, which we played every year. Later, when I was asked to put the wrapping paper in the bin, I saw my mince pie and the reindeer's carrot sitting at the bottom. I huffed furiously, hoping that Santa didn't think I was ungrateful as my bad-tempered mother. I wouldn't really understand what happened that Christmas until years later. Delia's Christmas party couldn't have been more different from those of my childhood. The bar glistening with gold and smell of citrus, spices, and pine. It glowed with warmth from the open fire. Green and gold were scattered across surfaces and crept up and around curtain rails, casting tiny lights across the floor and walls like golden confetti. I stepped over rich red antique rugs to a ceiling-high Christmas tree decorated tasteful in delicate gold baubles that looked as though they might shatter at the slightest touch. There was no sign of garish tinsel or mismatched colors, just a perfect combination of gold, green, and red,
all softened by the intentionally low lighting. An excitable buzz filled the air, and I found myself in a sea of white shirts and grey trousers. I sensed the other party guests running an eye over my jumper and jeans. The power shower in my ensuite had stripped me of my old smell, and I had spritzed myself with a miniature glass bottle of scent, which sat by the sink. I now felt like a completely different person. I felt expensive. Infuriatingly, however, it meant that when I put on my old clothes, I felt that my cleansed and preened body didn't belong inside them. I squirmed, the fabric suddenly itchy and unclean. As I moved deeper through the gaggle of guests, I recognized the doorman from the previous evening, Henry. He lurked near the wall with a glass in hand, holding it close to his face. His narrow eyes scanned the room and paused on me, before he gave a brief nod of recognition. I didn't like him. The conversation in my immediate vicinity quietened as I made my way towards the center of the commotion, where Delia was perched on a bar stool, laughing in delight at something the man next to her was saying. Looking around, I realized that, other than Delia, there were only men at this party. Eric! She exclaimed, turning her attention from the man mid-sentence. He frowned in my direction before returning to his drink, pretending he had not just been snubbed. Hi, Delia. Her scent was so strong that I imagined I could find her in a crowded room blindfolded. It complemented the scent of pine and citrus beautifully. As I looked at her, I found that my memory didn't quite capture her face properly. My mental image of her was blurry, with inaccurate facial proportions. With her almost pointy ears and spiky canine that poked out when she grinned, she seemed more like a beautiful fairy tale creature than a woman. She was leaning over the bar, its warm wood the color of gingerbread. Sequins draped her body and trickled over the floor, oozing around her like liquid gold. With glimmering green emeralds hanging from her ears and bright red nails, I realized she matched her decorations perfectly. You look beautiful. George, she said to the man next to her, ignoring my compliment. Would you mind giving Eric your seat? He doesn't know anyone else here. George stood up without question and gestured for me to take the bar stool. Although he smiled politely, I could see that his jaw was clenched. I'm so happy to see you. How has your day been? She reached out and planted a kiss on my cheek, not bothering to wait for my response. Sorry I had to leave so early this morning. I had lots of party planning to do, and you looked so peaceful. That's all right. I shuffled in the stool, unable to relax, while other men hovered around me. I straightened my spine and sucked in my stomach. Thank you for inviting me. Sorry, I'm underdressed. Delia smiled and shrugged. Are your family here? No. She shook her head and took a sip from her flute. It's a staff party. We do it every year. It's so much fun. So, everyone here works in the hotel?
Yes. She nodded as a drink appeared before me in a matching flute, frantic with gold bubbles. Delia watched me carefully as I lifted it to my lips and sipped tentatively. Champagne. I had learned to distinguish champagne from Prosecco and Cava during the many dinners with Eleanor's family, when they would bring out the good stuff. Eleanor's mother, Elspeth, used to play a little game with me where she would turn to me before anyone else and ask what I thought of the drink without showing me the bottle. Nobody else registered it, but I knew exactly what she was up to. At first, I couldn't tell the difference, and I hated her for showing me up like that in front of Eleanor and the rest of her family. But before too long, I was grateful. I learned that champagne had a thicker, creamier taste, whereas Prosecco was sweeter than Cava, which was drier and lighter. I nodded in approval. Champagne, lovely. It is, isn't it? Delia agreed, satisfied. Thank you, Elspeth. Chapter 7. Delia took her place at the head of the dinner table. I had expected more guests to arrive, some women perhaps. However, the table remained dominated by men and commanded by Delia. You only employ men? I asked eventually. Yes, Delia replied, slipping a fork between her lips and assessing the quality of the meat. A splotch of cranberry sauce stained the corner of her mouth, and she dabbed it gently with her white napkin. It left a blood-like stain on the fabric. Why? She shrugged, smiling, a childlike glimmer. Frowning, I turned back to my meal and pierced one of the fat pigs in blankets, so hot that the sausage swelled taut within the glistening bacon. It steamed and deflated as my fork went through it. I half expected it to squeal. The long, rectangular table was heavy with platters of food and lined with tall, slender candles, dripping wax over candelabras surrounded by holly wreaths. The staff were bringing out the food before flinging off their aprons and resuming their positions as guests. I served myself sweet roasted vegetables in gravy, potatoes crisp with goose fat, and a slice of the large stuffed bird nearest me. It wasn't like any work party I'd ever been to. Everyone was very relaxed with one another, like old friends reunited. There was none of the usual banal work chat woven among polite conversation, the norm at work events I'd experienced. Delia was so absorbed in conversation that she ate very little throughout the evening. Many times I watched her pick up a bite of food just to answer a question or start a new conversation, only actually eating the food several minutes later. Everything she did seemed inexplicably thrilling, each movement like part of a ballet routine, effortless and graceful, keeping to a gentle rhythm. I found myself drifting along, albeit with far less grace. Is everyone staying here? Of course, she nodded. I couldn't expect them to travel home in this terrible weather. Everyone tends to stay over the winter period. Otherwise, they probably wouldn't be able to get back. She gestured at the frosted window and the wall of snow that rose halfway up the glass pane, dividing it into black and white.
The bad weather means we get lots of cancellations and sometimes no guests at all. I like the company. I nodded slowly, hoping that her aversion to anyone traveling in bad weather extended to me. I wasn't ready to leave just yet. So, where are you from originally? Around the area, she replied vaguely. The hotel has been in my family for quite a while. And do your parents still work here? No. She shook her head and seamlessly changed the subject, gesturing with her hand. At one point, this place was falling to pieces. It wasn't even safe to go upstairs. Woodworm, I think. The entire place needed treated. New floors, walls replastered, the whole lot. Thankfully, they managed to restore some of the original features, like the cornicing and the ceiling rose. Her hand began to glide around her, palm open as she gestured at the ceiling. It would have been a travesty to lose them. Don't you think they did a splendid job? I nodded. You know, this room wasn't actually red a few days ago. She beamed and pointed to one of the oldest of her staff, who sat smiling pleasantly among the chatter. It was blue. Edward repainted it for me. I just thought that for Christmas we simply had to paint it red. Isn't that right, Edward? The old man nodded, his grey-blue eyes surveying the vast crimson room. Of course, we'll want to change it back after Christmas. She smiled at him charmingly, and he raised a wiry brow in her direction, giving her a silent telling off. They both broke into a knowing grin and returned to their meals, the old man rolling his eyes amusedly. Once we had finished the meal and pulled our crackers, Delia rose and we followed her into a room with yet another Christmas tree, this one standing over a mound of perfectly wrapped gifts. Our crackers had contained little golden paper crowns, and we all wore them like kings. I accepted an offer of coffee, even although I didn't particularly want one. The question had seemed like more of a formality. The drink was simply handed to me, having already been made, and I felt it would have been rude to decline. It was carefully presented on a little duck egg saucer, and there was a small, warm gingerbread man besides the cup. My stomach was taut from food and wine, and I found that just the thought of biting into it made me feel a little nauseous. The fire was set and crackling. It flickered a pleasant amber light across the polished surface of the coffee table, where I placed my untouched drink and biscuit. Sinking into the deep green of a tartan armchair, I peered at the red walls around me and wondered if the old man had been told to paint this room specifically for Christmas too. I watched as the hotel staff filled in, some finding seats while others formed standing clusters and talked among themselves. What shall we listen to? One of the men asked, fussing with an old record player in the corner. He looked directly at me. Got any jazz? I suggested. Delia hates jazz, he replied tartly, selecting a record of his choice. I frowned in confusion, but before I could reply, Delia swept past me and sat down on the chair nearest the fire. My attention strayed, moving from Delia to one of the oil portraits in a gilt frame, which was hanging from the dado rails by thin gold wires.
The subject was an old woman staring down at me with watery blue eyes, paled in blindness, her lined face dragged into a frown and her hunched body draped in black, blending into the dark background. "That is my grandmother," Delia said after a few moments, nursing a large glass of red which had rouged her lips. "I was actually named after her," she sighed. "Hideous, isn't it?" I didn't reply out of fear of offending her. "I keep meaning to take her down and put her in storage, but I can never quite bring myself to do it." "Why not?" "She's part of the house. It would feel a bit like disrespecting my history if I were to take her down simply because she's unpleasant to look at." Brightening, she bounced to her feet and strode towards the tree. "I got you a gift." As she hesitated over the boxes, I wondered if she was going to pick one at random. But when she plucked a small navy box from the pile, I noticed that the brown paper tag had my name on it. She dropped it in my hands, a heavy thing, and I felt myself flush as all eyes turned on me. "But I didn't get you anything." "How could you have?" she said, smiling. "The weather was too bad to get into town." Carefully untying the ribbon and easing the paper apart, I opened the box inside and found it stuffed with strips of brown paper padding, the kind you find surrounding expensive gifts. It enveloped a little glass bottle, which had a gold lid shaped like the polished pebble. I removed the lid to reveal a small nozzle. A cologne. "Go on." Delia clapped her hands excitedly. "Try it." I pressed the nozzle and closed my eyes, clouding myself in the scent. It was similar to Delia's aroma, but more masculine. A gentle smokiness to it. It smelled of everything I loved. Church incense, damp forests, that Christmas aroma that transported me back to the market, and my first glimpse of Delia, her hand extended to beckon me over. When I opened my eyes, I saw her watching me anxiously. "Do you like it?" "I love it." Slightly lightheaded, I got to my feet and planted a kiss on her lips. Out of the corner of my eye, I saw Henry watching, shaking his head as though in disapproval, and dropping his gaze to the floor. "I'm so glad." She clapped her hands in delight and returned to her chair. The room had fallen silent around us. As I surveyed the men around me, I wondered fleetingly how Delia had managed to go out and buy me such a personal gift in the snowy weather. "Did you know," said Delia, clunking her glass on the coffee table and addressing the room, "that Eric is a writer?" Murmurs of interest. "Won't Eric be perfect for our evening game?" The murmurs increased, now mutterings of assent. I looked around uncertainly. "What game?" "Oh, we played all the time, especially when we have guests." Her eyes flashed a brighter blue, like siren lights. "You have to tell a story in front of the fire, and whoever tells the best story wins. It's kind of a running thing. You can tell any story you want, but we seem to have found a favorite in scary stories, haven't we?" The room collectively agreed, echoing Delia's reaction. "Go on, Eric."
Her eyes glittered. Tell us a story. Through the fog of wine, I shook my head and awkwardly fumbled an excuse. It's your profession, isn't it? She pressed, stretching a sharp-toothed smile. Come on, frighten us. I had made the mistake of holding my breath in my nervousness. When I finally spoke, I sounded ragged and breathless. I can't. I shook my head, cheeks burning. I don't have a story. Everyone has a story. I can't just make one up on the spot. But you're a storyteller. I wished she would stop pushing me. I could see her lips turn down in disappointment. No, really, Delia. My smile was awkward and forced. The eyes of the room seemed to burn right through me. Tell you what, the old man Edward interrupted, sensing my discomfort. Why don't I take a turn tonight? It's been a while and I think I have a good one. I flashed what I hoped was a grateful look in his direction. Yes, please, Edward. After a flicker of disappointment that had momentarily soured her features, Delia resumed her pleasant, dewy smile. This is exciting. She turned back to me, clamping a warm hand over mine. Edward's stories are always splendid. They're usually about ships or the sea and always really scary. Perhaps next time, Eric, when you have a better feel for it. Edward got to his feet and walked towards the fire, his stride slowed by age. As he turned and stood in front of the flames, framed in orange and gold, he spread his hands welcomingly, gathering the attention of the room, which buzzed like static in excited anticipation. Good evening. His previously unassuming voice had become a thunderous sound, like the blast of a ship's horn or the waves of a storm exploding against rocks. His eyes darkened in the dim light. Tonight's story I call It Waits in the Waves. And this is where we end this preview of the Gingerbread Men. If you want to know what story Edward is telling and how it all unfolds, I highly recommend you to get the book. You can get it as an ebook or as paperback. I will, in a minute, share the links, but just let me give you a little glimpse into the future. The beginning of the book is rather slow burning. It is slowly building up, giving you, as you already heard, a little bit of backstory of the main character, Eric, and at the same time telling you what's happening in the hotel with Delia and the staff. Throughout the book, every now and then, one of the men working there will tell a story that is its own chapter. And between the story goes on and unfolds, because Eric at some point learns that not everything is as it seems
in this hotel, he starts to think less of Eleanor and his life before. And he's more and more fascinated and in love with Delia, but Delia is gone often, and she has sometimes a short temper. And at some point, it suddenly is Christmas again, and a new man is introduced as guest for Christmas. And suddenly, Eric is not allowed to live in the luxurious apartment anymore. He, step by step, without noticing it, becomes part of the staff. And the different stories of the men working there are unfolding. And there are questions like, why are there never any guests? Why is it always snowing and so cold that you're certain you're going to freeze to death if you just venture out? Nobody ever leaves. And weirdly enough, it's always winter and it's always Christmas. And the longer Eric is there, the more irregularities he notices. Don't let the slow start of the book fool you. It is going to pick up pace. And it's revealing piece by piece the secret around the hotel, the secret around Delia. And it will explain every open question to the point where now that I'm reading it from the start again, I am noticing hints. Now that I know the secrets, now that I know the end, I'm noticing hints that are hidden more or less. And I really enjoyed it. It is, I wouldn't say it's horror. It's a spooky story. Also good for people that don't like horror per se, but like the little tingle of secrets and more the nightmare, dark fairy tale type of stories. Because the longer the story goes, the more you discover what happens to those that are fired or that retire, or why there is always a new man that then suddenly becomes part of the staff. And the more the story drags on, the more nightmarish it gets. So I highly advise you to read it. I'm going to share a few links. First and foremost, the link to the author's Twitter. She's also writing other stuff that is in the spooky territory, and she deserves love, in my opinion. And of course, the homepage of Haunt Publishing, where you can get the book, read more about it. You can also buy it as ebook there. It's £9.99 as a
paperback, and it is $4.99 as ebook. I think the ebook is. I don't know how they do with international shipping. So if you're not from England, you should probably get the ebook. It is worth a read. It is surprising in the end. I couldn't really stop reading because there's a point where more and more things unfold and you get deeper in the story, and the part where the backgrounds are explained finally, and you know why people act the way they act, and you get deeper into the actual story. It's hard to put the book away because the longer you read, the more questions you get, and every time one question is answered, two new questions pop up. So I just powered through. Today I read the second half of the book in one sitting, and I was not stopping because I was not satisfied until I knew what was going on. So that's a big recommendation of mine. Get The Gingerbread Men by Joanna Corrance. It's the perfect dark fairy tale book for the Christmas season. It is not for kids. Just saying that. It's probably too complicated and spooky for kids. Don't mistake it for an actual fairy tale. But it's a good read. It has, I forgot how many pages it has. Let me look it up. It won't say here. Okay, it won't say in my reader. But it has 57 chapters. And it has 1, 2, 3, 4, 5, 6 spooky horror stories inside of the story that are told by different protagonists or important people. And once you get behind why they pick those stories that they tell, because there is always a reason, it's not just a random spooky story they tell, and you think back on the story and what exactly they told, it's really cool. I really like that. Yeah, go get the book. And that's the point where we will, disclaimer, we're going to switch back to German after the break because we will do book recommendations. If you're not native German speaker, you can still stay because some of the books I will recommend are also available in English or are originally English. So if you're still searching for a book, feel free to stay. As I did last week, I will then post on Twitter. I post where all the recommendations of the stream are gathered together in case you are missing out. Please stay for the second half. There are a lot of really good books coming up, and we're going into the break now. We're having a little Christmas music, and I will be back in about 5 minutes. Wir wechseln jetzt wieder auf Deutsch. Gleich kommen die Buchempfehlungen nach der Pause. 5 Minuten. Gleich geht's weiter.
willkommen zurück. So, lasst mich mal das Buch aus dem Bild rollen. Na, seid ihr bereit für ein paar weihnachtliche Buchvorschläge? Naja, sind gute Buchvorschläge, nicht zwingend weihnachtliche Buchvorschläge. Für den Teil können wir die Weihnachtsmusik wieder leise im Hintergrund anlassen. Seid ihr schon aufgeregt? Ich habe ein paar richtig tolle Perlen für euch im Gepäck. Ich bin in jedem Fall schon aufgeregt. So, hallo noch zu 0AX2, Alessidra, Hunter Hamburg, Madison, Pavades und Robin. Hallöchen, Hallöchen. So. Dann legen wir mal los mit den Buchempfehlungen für unter den Weihnachtsbaum. Falls ihr noch ein Geschenk sucht, für euch selbst oder für andere, dann seid ihr hier genau richtig. Wie immer empfehle ich euch nur Bücher, die ich persönlich sehr gerne mag und die ich immer wieder lesen würde. Und selbst wenn euch das Genre vielleicht nicht gefällt, aber ihr könnt euch sicher sein, dass die sprachliche Ausdrucksweise und Plotplanung einer gewissen Qualität entspricht, denn ich persönlich bin sehr wählerisch, was meine Bücher und Buchempfehlungen angeht. Unser erstes Buch heute auf der Liste ist vielen von euch wahrscheinlich bekannt. Es handelt sich um Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams oder auch The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Vom Genre her würde ich es einordnen in Urban Sci-Fi. Diese Ausgabe ist erschienen beim Heine Verlag auf Deutsch mit 240 Seiten. Es ist ein Teil einer 5-bändigen Reihe, die sogenannte intergalaktische Trilogie mit 5 Bänden. Ich weiß, das widerspricht sich, aber es hätte ursprünglich auch nur 3 Bände haben sollen und hat dann noch 2 weitere bekommen. Es gibt dazu ein Hörbuch von Christian Ulmen gelesen, falls Hörbücher mehr euer Fall sind. Nun, um was geht es in The Hitchhiker's Guide to the Galaxy oder Per Anhalter durch die Galaxis? Der Brite Arthur Dent wacht an einem Morgen plötzlich durch ungewöhnliche Motorengeräusche auf und stellt dann schlaftrunken fest, dass vor seinem Haus eine Meute an gelben Baumaschinen steht. Eine davon mit einer riesigen Abrissbirne. Der Bauleiter teilt ihm dann mit, dass sein Haus einer Umgehungsstraße weichen muss. Er hätte auch Widerspruch einlegen können, denn im Keller des Rathauses läge schon seit was weiß ich wie lange diese Information aus. Um den Abriss von seinem Haus aber aufzuhalten, legt sich Arthur schlicht und ergreifend vor die Baumaschinen in den Schlamm. Zumindest so lange, bis sein Freund Ford Prefect auftaucht und den Bauleiter so geschickt bequatscht, dass sich dieser freiwillig an Arthurs Stelle in den Schlamm legt, sodass Ford mit Arthur zusammen in den Pub gehen kann. Dort erklärt er ihm, dass er ein außerirdischer Besucher des Planeten Betelgeuse 7 ist. Noch dazu Journalist der Redaktion des intergalaktischen Reiseführers Per Anhalter durch die Galaxis und er ist leider seit ein paar Jahren unglücklicherweise auf der Erde gestrandet, weil er nämlich als Anhalter gereist ist und einfach kein weiteres Raumschiff an der Erde vorbeigekommen ist seither.
Kurze Zeit später, noch während die beiden im Pub sind, taucht eine Weltraumflotte der Vogonen auf. Das ist eine sehr aggressive Alienrasse, mit der man sich besser nicht anlegt. Und die teilen den Erdlingen über Lautsprecher mit, dass der Planet Erde einer intergalaktischen Umgehungsstraße weichen muss. Die Pläne dazu wären in Alpha Centauri ausgelegen. Das wäre auch gar kein Problem gewesen, dahin zu reisen und dann Widerspruch einzulegen. Und da das nicht passiert ist, wird die Erde pulverisiert. Ford versichert Arthur, vor den Vogonen gibt es kein Entkommen, und da Arthur feststellt, dass sein Haus nun doch abgerissen wurde in seiner Abwesenheit, hat er nichts mehr zu verlieren. Die beiden fliehen mittels eines Subraum-Ätherwinkers als Anhalter auf ein sich in der Nähe befindendes Raumschiff. Doof nur, dass das einzige sich in der Nähe befindende Raumschiff ein Teil der Vogonenflotte ist. Also kein Schiff, auf dem man unbedingt per Anhalter mitfahren will. Natürlich werden sie da auch entdeckt und natürlich auch, wie es bei den Vogonen so üblich ist, auf perfideste Art und Weise gefoltert, bevor man sich entschließt, sie in die Weiten des Weltraums zu stoßen. Die gerechte Strafe für blinde Passagiere. Zum Glück kommt genau im richtigen Moment ein weiteres Schiff vorbei, auf das sie als Anhalter überspringen können. Dort lernen sie Zaphod Beeblebrox kennen, den Präsidenten der Galaxis, und seine Freundin Trillian, die neben Arthur jetzt der einzig weitere überlebende Mensch im ganzen Universum ist. In der ganzen Galaxie, sozusagen. Und die beiden haben das Raumschiff gestohlen, auf dem sie unterwegs sind. Zusammen geraten sie in ein Abenteuer um den sagenumwobenen Planeten Magrathea, auf dem angeblich ein geheimes Volk wohnt, das Planeten auf Bestellung baut. Und natürlich ist dadurch das Ziel auch für Arthur attraktiv, denn wenn dort Planeten gebaut werden, könnten die ja theoretisch eine zweite Erde bauen, denn die Erde ist mittlerweile nur noch galaktischer Sternenstaub. Die Buchreihe ist sehr zu empfehlen. Wenn ihr noch nie was von Arthur Adams, von Douglas Adams, oh Gott, ich bin schon ganz durcheinander. Wenn ihr noch nie was von Douglas Adams gelesen habt, stellt euch vor, Terry Pratchett, aber Sci-Fi. Dann habt ihr schon mal so die ungefähre Richtung. Es ist ebenso abstrakt, es ist ebenso verrückt und abstrus. Es ist unglaublich philosophisch und witzig zugleichermaßen. Es ist ein kurzweiliges Buch. Es gibt das Ganze natürlich im 5er-Schieber, falls ihr noch ein Geschenk sucht. Es gibt bestimmt ganz tolle Boxen, wie zum Beispiel diejenige, die ich besitze. Wenn ihr jemanden kennt, der Arthur Adams, meinst du den Zoologen, den Bluesmusiker oder den sowjetischen Spion? Den Zoologen. Bene. Wenn ihr also jemanden kennt, der auf Sci-Fi-Bücher steht oder der auf Bücher im Stil von Terry Pratchett steht oder auf jemanden, der die Serie Futurama mag. Denn Douglas Adams hat auch einige Folgen dort geschrieben. Das könnte ein gutes Buch oder Hörbuch für eine Person dieser Art sein. Wenn ihr diese Person seid, große Empfehlung, Douglas Adams ist ein Klassiker. Alles, was er geschrieben hat, ist eigentlich ein Klassiker, ähnlich wie bei Terry Pratchett. Also ich finde, wenn man auf Sci-Fi steht und auf witzige Sachen, selbst wenn man nicht auf Sci-Fi steht, aber auf abstruse Geschichten, große Empfehlung. Ihr solltet zumindest mal den ersten Band gelesen haben. Damit gehen wir über zu unserer nächsten Buchempfehlung, nämlich Die Flüsse von London
von Ben Aronovich. Ein Urban Fantasy Krimi, herausgekommen beim DTV-Verlag. Auf Deutsch 480 Seiten. Das englische Original heißt Rivers of London. Der erste Band der Reihe Die Flüsse von London hat aktuell 9 Bände. Der 9. Band ist erst relativ kürzlich rausgekommen. Es gibt auch 2 oder, wenn ich mich nicht täusche, mittlerweile 3 separate Romane, die im selben Universum spielen, auch mit denselben Charakteren bzw. Nebencharakteren. Das Buch, hast du mal in der Kantine vorgelesen, richtig? Genau, richtig. Es ist eines meiner All-Time-Favorite-Bücher. Für jeden, der auf Urban Fantasy steht oder auch auf Fantasy-Krimis, ist es sehr zu empfehlen. Es gibt auch davon ein Hörbuch, gelesen von Dietmar Wunder, falls das Meer euer Boot floatet. Um was geht's? Es geht um Peter Grant. Er ist frisch gebackener Constable in London und zusammen mit seiner Freundin Leslie als Bobby in der Stadt unterwegs. Falls ihr das nicht wisst, Bobbys sind die Streifenpolizisten in London. Das ist deren Kurzname. Woher der genau kommt, weiß ich auch nicht so genau. Problem ist nur, am Horizont lauert bereits ein gefürchteter Schreibtischjob auf ihn in der Abteilung für Wirtschaftskriminalität, auf den Peter eigentlich so gar keine Lust hat, weil er viel lieber draußen Abenteuer erlebt. Aber seine Vorgesetzten halten nicht so viel von ihm und seinen Fähigkeiten. Deswegen, während seine Freundin mit Sicherheit einen Job in der Mordkommission bekommt, wo sie ja auch hin will, muss er wahrscheinlich damit rechnen, zur Abteilung für Wirtschaftskriminalität versetzt zu werden. Allerdings wohnen er und Leslie einem mysteriösen Mord bei. Dabei erscheint Peter, während Leslie Hilfe holt, ein echter Geist. Und dieser Geist behauptet noch dazu, er wäre Augenzeuge des Mordes. Natürlich zweifelt Peter an seinem Verstand, aber schnell wird klar, es gibt wirklich Geister. Und die Londoner Polizei hat sogar eine spezielle Abteilung dafür. Sein Vorgesetzter nennt die Abteilung sehr gern das Team für abstrusen Scheiß. Und die ist natürlich streng geheim. Es darf niemand wissen, dass es sowas überhaupt gibt. Aktuell hat die Abteilung auch nur ein einziges Mitglied, das gleichzeitig der Leiter der Abteilung ist, nämlich Inspektor Thomas Nightingale. Er ist auch noch zusätzlich seines Zeichens Magier. Allerdings wälzt er keine staubigen Bücher oder brabbelt abstruse Zaubersprüche, denn die Magie in diesem Universum, was ich persönlich ausgezeichnet cool finde, fußt auf den Gesetzen der Physik. Und zwar wird hier Isaac Newton als Gründer der magischen Praxis erklärt. Es gibt eine große Abfassung von Isaac Newton darüber, wie man die Physik so manipuliert, dass sie sich seinem Willen unterwirft. Und mittels lateinischen Begriffen wird hier die Realität gebeugt, allerdings nicht ohne Nachteile, denn übermäßiger Magiegebrauch ist schädlich fürs Gehirn und kann sogar zum Tod führen, weil es praktisch die Gehirnwindungen frittiert. Außerdem zerstört es mit 100%iger Sicherheit jedes elektrische Gerät in der Nähe, deswegen man hat einen extremen Handyverbrauch, genauso wie Autos. Generell alles, in dem Strom fließt, wird sofort kurzgeschlossen. Da Peter Geister sehen kann, ist das für Inspektor Nightingale ein Zeichen dafür, dass er magisches Potenzial hat, und so entkommt Peter dem drohenden Schreibtisch und wird stattdessen Zauberlehrling. Dabei trifft der Verstand eines modernen jungen Mannes, auf eine uralte magische Tradition. Da sind Konflikte natürlich vorprogrammiert. Aber nicht nur das, denn Peter lernt die sogenannte Demi-Monde kennen. Das ist Französisch für Halbwelt, die Halbwelt Londons. Und dies ist ein Begriff für alle magischen Bürger Londons.
die größtenteils mitten unter den normalen Menschen leben, ohne dass dieses bemerken. Tiermenschen, weitere Magier, Elfen, Geister, ja sogar Götter sind Teil der Demimonde. Und für die muss Peter jetzt natürlich für Recht und Ordnung sorgen und außerdem verhindern, dass sie ihr Unwesen mit den Menschen treiben. Und dann ist da ja auch noch dieser mysteriöse Mord, der alles ins Rollen gebracht hat. Denn bald findet sich eine zweite Leiche. Und so begleiten wir Peter Grant dabei, wie er nicht nur das magische Handwerk lernt, sondern sich auch mit allerlei magischen Gestalten und Gottheiten herumärgern muss. Denn das ist jetzt ja nun sein Job. Und außerdem muss er diese seltsame Mordserie aufklären, die immer abstruser wird, während er gleichzeitig versucht, sein eigenes Gehirn nicht zu frittieren. Eine sehr unterhaltsame, witzige Reihe, sehr spannend, also nicht nur rumblödelnd, wirklich sehr spannend, sehr gut durchdachte kriminelle Ermittlungen, sehr sympathische Hauptcharaktere. Es ist außerdem eines der wenigen europäischen Bücher, die ich kenne in diesem Genre, die eine afrikanischstämmige Hauptperson haben, die natürlich dann entsprechend auch mit den üblichen rassistischen Problemen zu kämpfen hat, neben allen anderen Problemen, die Peter sowieso schon hat mit seinem neuen Job. Es ist eine sehr interessante Herangehensweise an Magie, nicht die klassische Fantasy-Art und Weise, das zu lösen. Und es ist durchaus auch brutal und blutig. Dinge werden durchaus im Detail beschrieben. Also es ist Fantasy-Krimi für Erwachsene oder junge Erwachsene oder die sich schon für sehr erwachsen halten. Eine Reihe, bei der ich immer wieder die Bände verschlinge. Es gibt auch einen Comic dazu, soweit ich weiß, falls euch das interessiert. Checkt es out. Checkt es aus. Es ist wirklich eine sehr, sehr, sehr unterhaltsame Buchreihe. Unser nächstes Buch ist ein bisschen anders als alle anderen Empfehlungen, die ihr noch im Laufe der Vorweihnachtszeit hören werdet. Aber ich habe es mit aufgenommen, denn es ist nicht nur eins meiner Lieblingsbücher, sondern auch das meiner Mutter. Und sie hat, als ich ihr sagte, ich mache einen Empfehlungsstream, meinte sie, du musst unbedingt die Eleganz des Igels von Muriel Barbery aufnehmen. Kein Fantasy-Buch. Es wird kategorisiert als Gegenwartsliteratur. Beziehungsweise ist es halt einfach, ich weiß nicht, wie man die Kategorie nennt, die halt nicht Fantasy ist. Nicht Fantasy und nicht Sci-Fi. Und kein Krimi. Also halt einfach ein Buch. Erschienen vom DTV-Verlag auf Deutsch mit 384 Seiten. Der Originaltitel ist französisch. L'élégance de Hérisson, was so viel heißt wie die Eleganz des Igels. Gelesen wird das Hörbuch von Anna und Katharina Thalbach. Um was geht's? Die Hauptperson ist Renée Michel, sie ist 54 und Concierge in einem luxuriösen Wohnhaus. Ein Concierge ist eine Art Türmensch, Portier, Hausmeisterperson. Sowas in die Richtung. Und in der Regel in diesen luxuriösen Wohnhäusern wohnen die im Erdgeschoss in einer kleinen Concierge-Wohnung. Und wenn diese Häuser irgendwann mal umgestaltet werden und es keinen Concierge mehr gibt, werden diese Wohnungen trotzdem oft noch als Concierge-Wohnungen bezeichnet, weil es eine einfach sehr prägnante Lage direkt bei der Eingangstür ist, sodass die Concierges, die dort wohnen, sozusagen von ihrer Wohnung aus sehen, wer bei der Tür ein- und ausgeht.
Renée liebt Literatur, sie verehrt Tolstoi und ist Autodidakt sehr gebildet, aber nach außen zeigt sie allen Hausbewohnern, was diese von ihr erwarten, nämlich die klischeehafte, einfältige Hausmeisterin, in deren Wohnung ständig der Fernseher läuft und die nur sich selbst und eine Katze hat. Die zweite Hauptfigur in diesem Buch ist Paloma. Paloma ist 12. Sie wohnt mit ihrer Familie in einer der luxuriösen Wohnungen in diesem Haus und ist hochbegabt. Allerdings versucht sie, genauso wie Renée, nicht aufzufallen. Sie hat eine sehr hohe Auffassungsgabe und hat extrem komplexe Gedankengänge für jemanden, der erst 12 ist, weswegen sie auch ständig von ihrer Familie missverstanden wird und auch keine Freunde hat, weil sie einfach schon viel zu weit ist für ihr Alter. Also plant sie, Achtung, Trigger Warning, da plant sie sich an ihrem 13. Geburtstag umzubringen. Und dabei will sie außerdem die Wohnung ihrer Eltern anzünden. Als kleine Rache sozusagen. Am Anfang des Buches laufen die Handlungsstränge von Renée und Paloma parallel nebeneinander her. Und sie verbinden sich erst, als ein neuer Mieter in das Haus zieht. Nämlich der Japaner Kakuro Ozu. Der ist ein sehr aufmerksamer Mann. Er durchschaut Renés Fassade fast sofort, erkennt, dass sie eigentlich sehr intellektuell und belesen ist, auch wenn Renée das natürlich vehement abstreitet. Und Paloma verehrt den neuen Mitbewohner, denn sie liebt alles, was mit Japan zu tun hat, die japanische Kultur. Und der neue Mitbewohner, Kakuro, versteht es, das schüchterne, zurückgezogene Mädchen aus ihrem Schneckenhaus zu locken. Jetzt ist nur die Frage, und dafür müsst ihr das Buch lesen, wird Renée, die Concierge, Kakuro und Paloma genug vertrauen, um ihnen ihr größtes Geheimnis anzuvertrauen? Und kann Paloma von ihren Selbstmordplänen abgebracht werden? Das Finale ist unerwartet und überraschend. Es ist ein sehr, sehr gutes Buch. Es ist überhaupt nicht langweilig. Es beschäftigt sich mit sehr interessanten Charakteren, es beschäftigt sich auch sehr mit diesem Klassenunterschied zwischen den Reichen und in Anführungszeichen Schönen und deren Leben, aber auch wie das hinter der tatsächlichen Fassade aussieht und mit dem Leben von deren Angestellten und sehr viel mit dem, wie man sich nach außen gibt und wie man wirklich ist und wie ein gemeinsamer Freund Leben miteinander verbinden kann. Es ist sehr gut. Ich kann nicht mehr sagen, ohne euch irgendwas Wichtiges zu verraten. Deswegen, wenn ihr auch Interesse habt an Büchern, die nichts mit Fantasy zu tun haben, dann lest die Eleganz des Igels. Wenn ihr auch mal in die Richtung eure Zehen ins Wasser stecken wollt, empfehle ich euch die Eleganz des Igels. Es ist sehr klug. Es ist ein sehr kluges Buch. Mit raffinierten Charakteren, vielschichtig, die Dialoge sind super und es ist einfach angenehm zu lesen, ohne dabei langweilig zu sein, mit einem grandiosen Finale. Und wenn ihr es gelesen habt oder jemand, den ihr kennt, lasst es mich unbedingt wissen, weil ich gerne wissen möchte, wie es euch gefallen hat. Das nächste Buch auf unserer Liste ist wieder klassisches Fantasy-Genre. Nämlich Die Rebellen von Trudy Canavan. Ein
eindeutig Fantasy zugeordneter Roman, erschienen beim Blanc-Vallée Verlag in Deutsch mit 543 Seiten. Der Originaltitel ist Black Magician 1, The Magician's Guild. Es ist der erste Band der Reihe Die Gilde der schwarzen Magier. Diese Reihe hat genau 3 Bände, wobei es eine Nachfolgereihe gibt, die sich sozusagen mit der nächsten Generation beschäftigt. Gelesen wird das Hörbuch von Martina Reester-Gellhaus. Zum Inhalt. Die Hauptperson ist Sunea. Sie ist eine junge Bettlerin im armen Viertel der Stadt Imadin. Dort herrscht die Gilde der schwarzen Magier und das mit ziemlicher Härte, denn einmal im Jahr gibt es sowas wie The Purge. Also sie führen eine große Säuberung durch, bei der allerdings einfach alle Bettler, Obdachlosen und alle, die sonst irgendwie unerwünscht sind, einfach gewaltsam aus der Stadt geschafft werden. Und sie werden dann sozusagen verbannt, damit die Stadt immer toll und sicher ist, sozusagen. Sunea schließt sich dabei einer Gruppierung an, die sozusagen die Rebellen sind, die sich gegen diese Grausamkeit auflehnen. Und bei einem Protest, in dem sie mitverwickelt ist, wirft sie wütend einen Stein auf einen der Magier. So, eigentlich sollte jetzt hier nichts passieren. Das wäre eine sinnlose Tat, weil die Magier umgeben sich mit unsichtbaren Schutzschilden, sind ja auch nicht doof, weil sie werden ja öfter mit Sachen beworfen. Und der Stein sollte eigentlich von einem dieser Schilde abprallen. Damit rechnet Sunea auch. Allerdings, der Stein durchschlägt das magische Schild und trifft den Magier volle Kanne am Kopf. Die Lösung für dieses Rätsel ist ziemlich offensichtlich. Sunea verfügt eindeutig über bisher unentdecktes magisches Potenzial, aber Magie ist nur den Menschen der höheren Gesellschaftsschichten vorbehalten. Also ein magisches Straßenmädchen, undenkbar. Die Gilde wird in den Grundfesten erschüttert. Es gibt hitzige Diskussionen, wie das sein kann. Und Sunea flieht daraufhin mit einem ihrer Freunde aus Angst, dass sie schlicht und ergreifend aufgrund dieser ganzen gesellschaftlichen Normen und dass nur die Reichen und Wohlgeborenen Magie wirken dürfen können, hat sie hat schlicht und ergreifend Angst, dass man sie einfach tötet, weil sie eine Abnormalität ist. Und daher versteckt sie sich in den Tunneln unter der Stadt, wo die Diebesgilde herrscht. Aber die 2 Magier namens Daniel und Rothan sind ihr bereits auf den Fersen, denn das Problem ist, ein Magier, der nicht ausgebildet ist, ist sowas wie eine tickende magische Zeitbombe. Denn sie könnten ihr magisches Potenzial jederzeit entladen und das könnte zu riesigen Problemen führen. Das heißt, den Magiern ist daran gelegen, Sunea so schnell wie möglich zu finden. Sunea hat keine Lust gefunden zu werden, denn sie hat Angst, dass man sie einfach umbringt. Und das entwickelt sich zu einer spannungsvollen Jagd durch den Untergrund der Stadt, Interaktionen mit Dieben und anderen Personen in der Stadt. In jedem Fall erfahren wir immer mehr über die Gilde, über das gesellschaftliche System und natürlich im Laufe der Trilogie erfahren wir auch mehr darüber, was es mit Suneas magischem Talent auf sich hat. Wir lernen einen Haufen cooler Magier kennen, lauter edgy, coole Magier. Es ist ein sehr gutes Buch, beziehungsweise eine sehr gute Reihe. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr die Rebellen von Trudy Canavan noch nicht kennt, ist es definitiv ein Geschenk, mit dem könnt ihr nichts verkehrt machen. Wenn ihr wisst, dass eine Person in eurem Familien- oder Freundeskreis Fantasy-Bücher mag und Trudy Canavan noch nicht gelesen hat, dann ist das ein sicherer Win.
Vielleicht sogar die ganze Trilogie, wie immer. Ihr wisst es ja, wenn schon alle Bücher einer Trilogie oder Reihe raus sind, dann gibt es die auch oft im Schieber oder im Set für billiger. Ich würde immer empfehlen, wenn ihr zum Beispiel vom Klappentext oder von einer Buch-Preview, die ihr ja oft auch auf Amazon oder so, könnt ihr einen Blick ins Buch werfen, wenn euch das überzeugt. Und das Buch, ich meine, gut, dieses Buch hat über 500 Seiten. Da ist es nicht so schlimm. Aber wenn das Buch kürzer ist und ihr kauft nur den ersten Band, werdet ihr es immer bereuen. Hört auf meine Worte. Erinnert euch meine Worte. Weil ihr werdet durch das Buch breezen und dann ist es aus und ihr wollt wissen, wie es weitergeht. Und dann müsst ihr erst warten, bis der zweite Band kommt. Und diese Wartezeit ist schrecklich. Deswegen mein Trick, wenn ich mir zu 90% sicher bin, oder am besten noch mehr, dass ich das Buch gut finden werde, kaufe ich mir immer mindestens die ersten 2 Bände. Ich habe es letztes Jahr zu Weihnachten bekommen und im Februar waren beide Trilogien durchgelesen. Siehst du, stell dir mal vor, Natu hätte nur den ersten Band zu Weihnachten bekommen. Die Suspension, ja? Deswegen der Geheimtrick, immer mindestens die ersten 2. Wenn ihr euch ganz unsicher seid, dann schenkt ihr halt nur den ersten Band. Aber ich habe sehr viel gelitten mit diesem, ich kaufe nur den ersten Band und dann sitze ich da und denke mir so, oh, ich habe es in 2 Tagen ausgelesen, wo ist der nächste? Also Trudi Canavan macht wirklich süchtig und es bleibt spannend bis zum letzten Seite des letzten Bands. Natu kann das bestätigen. Dulli kann es auch bestätigen, falls ihr noch weitere Meinungen braucht. Sehr cool. Sehr coole Reihe. Auch ein ewiger Klassiker meiner Meinung nach. Vor allem, wenn man es an Weihnachten liest und dann die Läden erstmal zu haben. Richtig. Wenn man es unterm Jahr schenkt, ist es ja kein Problem. Da kann man ja dann was kaufen. Aber um die Weihnachtszeit? Seid ihr ungeduldig? Hallo Bene? Das ist wie wenn ich weiß, dass es eine Serie gibt, die 3 Staffeln hat. Und dann sehe ich mir nur die erste an und dann warte ich mit der zweiten einen Monat. Das macht man nicht. Man muss unbedingt wissen, wie es weitergeht. Ich verschenke nicht gern Bücher, wenn nicht was Bestimmtes gewünscht wird, aber da es möglich ist, dass das Buch schon vorhanden ist. Kann ich verstehen, Pavard. Es ist auch schwierig, vor allem bei Leuten, die viel lesen, wo man sich nicht immer 100% sicher sein kann, ob die das Buch schon gelesen haben oder auch besitzen. Bücher sind Rudeltiere. Ja, stimmt. Ob ich jetzt Spaß habe oder in 2 Monaten ist doch gleich. Bis dahin gibt es noch genug anderes zu tun. Ach, Bene. Du hast natürlich recht. Aber ich persönlich bin sehr ungeduldig. Und ich lese ja auch Bücher in 2 Tagen komplett durch. Und dann mache ich 2 Tage nichts anderes als lesen und dann fühle ich mich danach leer. Leer und einsam und dann muss ich den weiterlesen. Aber die Cliffhanger, Bene, die Cliffhanger. Ja, Wichtelbot programmieren. Aber ihr könnt ja auch, wenn ihr jetzt zum Beispiel jemanden in eurer Familie kein Buch schenken wollt, weil ihr Angst habt, oder von euren Freunden, weil ihr Angst habt, dass die Person das Buch schon hat, dann könnt ihr ja einen Gutschein ausstellen oder einen Gutschein kaufen bei Amazon, Thalia, wo auch immer ihr eure Bücher kauft. Und ihr könnt schlicht und ergreifend ein paar Buchempfehlungen draufschreiben, die ich ausgesprochen habe. Und dann, Problem gelöst. Aber auch, natürlich ist es einfacher, wenn man für sich selbst was kauft. Das heißt, einfach mal ein Bild von deren Bücherregal schicken lassen, als Inspiration. Ja, ist ja unauffällig. Priluschi, sag mal, wie viel Provision bekommst du im Büchervertrieb?
Zu wenig, Biene. Zu wenig. Eigentlich sollte ich Provision verlangen. Naja, vielleicht irgendwann mal. Aber ich habe ja schon wieder 2 Bücher klar gemacht, die wir im Stream vorlesen dürfen. Weiß ja noch nicht, ob wir das noch im Dezember machen. Nur schon mal als kleine Vorwarnung. Wir werden ja, also nächstes Wochenende ist der letzte Stream vor Weihnachten. Denn Weihnachten ist dann ein Wochenende und Neujahr ist auch wieder ein Wochenende. Das heißt, wir werden zwischen den Jahren unter der Woche streamen. Nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst und Twitter im Auge behaltet. Denn wir werden nicht am Weihnachtswochenende und nicht am Silvesterwochenende streamen. Und vielleicht machen wir dazwischen eine Buchpräsentation. Aber ich weiß dann nicht, ob ihr da alle Zeit habt. Viele sind ja da dann bei der Familie. Das heißt, vielleicht machen wir dann da auch nichts Sonder-Special-mäßiges. Aber im Januar habe ich einmal das wandelnde Schloss und einmal Fauler Zauber. Die beiden werden wir auf jeden Fall im Januar machen. Aber zurück zu den Buchempfehlungen, denn ich habe ja noch ein paar für euch. So. Der nächste. Dulli hätte sich gefreut. Früher war der Zeitraum zwischen den Jahren immer leer und ruhig. Irgendwann hat man das zum Anlass genommen, da alles Mögliche hineinzulegen. Ja, richtig. Wobei ich auch finde, das ist dieser komische Zeitraum, diese seltsame Woche, in der die Tage ineinander fließen und man völlig das Gefühl für Wochentage verliert. Zumindest wenn man frei hat, wenn man Urlaub hat oder Ferien. Wenn man arbeiten muss, natürlich nicht so. Aber ich mache da immer noch nichts, Biene. Na, tu hat's einfach raus. So, unser nächstes Buch. Ein Klassiker. Tintenherz von Cornelia Funke. Ein Fantasy- bzw. Urban Fantasy Buch vom Dressler Verlag mit 576 Seiten auf Deutsch. Erster Band der Tintenwelt-Trilogie. Gibt auch ein Hörbuch, gelesen von Rainer Strecker. Um was geht's? In einer stürmischen Nacht taucht plötzlich ein sehr unheimlicher Mann bei Maggie und ihrem Vater Mo auf. Er warnt Mo vor einem Mann namens Capricorn. Von der Warnung erschüttert reist Mo überstürzt mit Maggie zu deren Tante Eleanor, ohne ihr natürlich zu erzählen, warum. Mo hat dabei nicht nur die Hoffnung, dass Maggie dort vor Capricorn sicher ist, von dem Maggie immer noch keine Ahnung hat, wer das ist. Er hat auch vor, ein sehr geheimnisvolles Buch in Tante Eleanors Bibliothek zu verstecken. Aus dem Buch hat er nämlich zuletzt vor vielen Jahren vorgelesen. Ein Buch voll mit raubeinigen Männern und voller Magie. Mo hat nämlich eine Gabe. Denn wenn er liest, erscheinen die Geschichten so plastisch, so real, dass sie tatsächlich Wirklichkeit werden. Mo kann also Dinge aus Büchern herauslesen. Allerdings hat das seinen Preis, denn wenn er etwas herausliest, muss etwas anderes ins Buch hinein. Also seit Jahren trägt Mo jetzt dieses Geheimnis mit sich herum, denn er hat etwas herausgelesen, was im Buch hätte bleiben sollen und dafür einen geliebten Menschen verloren. Und es scheint so, als hätte ihn jetzt seine Vergangenheit eingeholt, ihn und seine Tochter. Denn jetzt sind plötzlich beide in Gefahr, denn Capricorn ist ihnen auf den Fersen. Und wer sagt denn, dass nur Mo Dinge aus Büchern herauslesen kann? Tintenherz ist auch besonders für jüngere Leser geeignet, aber auch für uns nicht mehr ganz so junge Leser. Aber ich muss auch dazu sagen, was Bene sagt, Tintenherz ist toll, die Nachfolger waren allerdings enttäuschend. Ich würde jetzt nicht sagen, sie waren enttäuschend, aber ich persönlich fand auch den Debütband am besten von den dreien. Ich finde auch,
theoretisch kann man den auch als Standalone lesen. Also, weil, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, die Geschichte ist im ersten Band erstmal soweit einigermaßen abgeschlossen. Ich habe das vor 9 Jahren gelesen. Ich weiß nur noch grob, wie es weiterging. Man erinnert sich auch immer nur irgendwie an den ersten Band. Es gibt auch einen Film, den ich persönlich gesagt gar nicht so übel finde. Es ist natürlich, es ist jetzt kein guter Film, ja. Also es ist kein Film, wo ich sage, den musst du dir ansehen. Aber ich fand ihn nicht schlecht. Ich habe ihn schon ein paar Mal gesehen jetzt. Ist eigentlich ganz in Ordnung. Natürlich nicht auf dem Level von Eragon. Den Film gab es ja auch nie. Aber ganz passabel. Ganz passabel. Ich finde, Tintenherz ist auch einer von diesen Klassikern, wo man sich denkt, die muss man eigentlich mal gelesen haben. Zumindest den ersten Band. Der war nicht gut. Alles Gute haben sie rausgelassen und durch Merkwürdiges ersetzt. Das habe ich mir auch gedacht. Aber ich finde, er ist nicht so schlecht wie Eragon. Ich meine, gut, es ist auch sehr schwer, so schlecht zu sein wie Eragon. Disclaimer. Seht euch nicht den Film Eragon an. Diesen Film gibt es nicht. Eragon wurde nie verfilmt. Eigentlich wird es mal wieder Zeit, meine alten Bücher nochmal zu lesen. Nahezu die Weihnachtszeit ist perfekt, um Bücher nochmal zu lesen. Außerdem, Spoiler-Empfehlung, weil wir das Buch erst nächste Woche behandeln. Kauft euch unbedingt das wandelnde Schloss. Von Diana Wynne Jones. Unbedingt kaufen. Bitte. Dringende Kaufempfehlung. Das Buch ist großartig. Wenn ihr den Ghibli-Film gesehen habt, das Buch ist besser. Also ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage. Ich lese das Buch gerade, es ist großartig. Wir werden es nächste Woche noch genauer besprechen. Es gibt auch Folgebände dazu. Folgebände. Irgendwelche Parallelen zum Anime. Ja, es ist der Anime, nur besser. Und ich fand ehrlich gesagt den Studio Ghibli-Film schon sehr gut. Das ist auch mein Lieblingsfilm. Das Buch ist noch besser. Ich liebe das Buch. Ich sage es jetzt, ich liebe es. Es ist my everything. War ganz lustig. Ich werde das nächste Woche nochmal erzählen, aber ich habe zufällig das Buch entdeckt. Ich wusste nicht, dass es ein Buch gibt. Das ist nämlich eine Trilogie, was ich auch nicht wusste. Und ich besitze den zweiten Band seit 15 Jahren, was ich nicht wusste, dass das ein zweiter Band von irgendwas ist, weil es ja doch sehr abgeschlossen ist eigentlich. Und der zweite Band hieß damals, den haben die jetzt auch neu übersetzt und der hat jetzt einen neuen Titel, aber damals hieß der ziemlich viele Prinzessinnen. Was ein sehr gutes Buch ist, was auch auf meiner Liste steht für nächstes Mal. Aber toll. Ich fand den vorher erwähnten, nicht vorhandenen Film gut. Pavates, sag doch nicht sowas. Sag doch nicht sowas. Doch nicht im Internet. Gottes Willen. Gottes Willen, die haben ja in dem Film, den es nicht gibt, da haben die ja noch mehr, die haben ja alles rausgelassen, was gut ist. Ziemlich viele Prinzessinnen klingt genau nach einem Buch, das ein 15-jähriger plüschiger Keks lesen würde. To be fair, ziemlich viele Prinzessinnen ist sehr gut. Ja? Es geht um einen jungen Mann, der ziemlich viele Prinzessinnen retten muss und der davon eigentlich ziemlich genervt ist. Es ist sehr gut.
Aber das ist der zweite Band zu Das wandelnde Schloss und es gibt einen dritten Band. Der dritte Band heißt Das Haus der 1000 Träume. Klingt nach dir. Er muss sie retten. Klingt nach dir. Ja. Ja. Aber dazu mehr nächste Woche, denn nächste Woche behandeln wir die Bücher von Diana Jones. Das wandelnde Schloss, ziemlich viele Prinzessinnen, das Haus der 1000 Räume und fauler Zauber. Also, unbedingt dabei sein. Aber jetzt machen wir weiter. Wir sind ja nämlich noch nicht am Ende. Ich habe noch ein paar besondere Schmankerl für euch. Einige von euch kennen vielleicht die Serie American Gods. Ich empfehle euch hiermit das Buch American Gods von Neil Gaiman. Du hast noch ein paar plus 1. Neil Gaimans American Gods ist ein Urban Fantasy Roman, erschienen beim Eichborn Verlag auf Deutsch mit 672 Seiten. Der Originaltitel ist American Gods. Gelesen wird das Hörbuch von Stefan Kaminski. Ein sehr empfehlenswertes Buch für alle, die es ein bisschen düsterer mögen. Um was geht's? Warte, ich muss mal hier einmal den nächsten Song auswählen. Ich kann American Gods nicht zu Jingle Bells vorstellen. Also, wenn ihr die Serie kennt, das Buch ist, wie so üblich, die Serie, aber mit viel mehr Details. Ich habe die Serie nicht gesehen, aber ich habe gehört, dass sie eine sehr gute Umsetzung ist, aber wie es halt so ist, sie mussten halt vieles weglassen. Also, um was geht's? Ein Mann namens Shadow sitzt wegen eines missglückten Raubüberfalls im Gefängnis. Nach 3 Jahren kommt er finally oder endlich raus, wird entlassen. Er wird entlassen und freut sich auf sein Zuhause und seine geliebte Frau. Allerdings erfährt er am Tag seiner Entlassung, dass sein bester Freund und seine Frau einen tödlichen Autounfall hatten. Plötzlich gibt es für Shadow nichts mehr, zu was er zurückkehren kann. Er macht sich auf den Weg zur Beerdigung und trifft dabei in einem Diner den geheimnisvollen Mr. Wednesday, der ihm einen Job als Bodyguard anbietet. Seltsamerweise scheint er mehr über Shadows Leben zu wissen, als er eigentlich wissen sollte. Ein sehr seltsamer alter Mann. Bei seiner Anwerbung im Diner lernt er außerdem den Leprechaun, also ein irischer Kobold, wisst schon, die mit den Goldpötten am Ende des Regenbogens, namens Mad Sweeney kennen. Der lehrt ihn einen Münztrick und schenkt ihm dann zum Abschied eine magische Goldmütze. Die wirft Shadow ins offene Grab seiner Frau Laura, die durch die Magie der Münze zu einer, nennen wir es, Wiedergängerin wird und Shadow auf Schritt und Tritt folgt, allerdings mit Abstand. Gelegentlich zeigt sie sich und redet mit ihm, denn sie hat im Gegenteil zu anderen Zombies ihr Bewusstsein und ihre Erinnerungen behalten, aber natürlich ist es kein sonderlich toller Zustand, in dem sie sich da befindet. Außerdem wusste Shadow überhaupt nicht, was er damit macht, indem er die Münze da hineinwirft. Das wird sich erst so richtig aufklären, wesentlich später im Buch. Shadow reist also als Wednesdays Bodyguard durchs Land und lernt dabei dessen Freunde und Kollegen kennen. Langsam wird ihm dabei klar, dass Wednesday eigentlich der Gott Odin ist und seine Freunde andere Gottheiten und Sagen gestalten. Er erfährt, dass die Kräfte der alten Götter schwinden. Die sind größtenteils nach Amerika ausgewandert, auf der Suche nach einer besseren Welt damals, aus allen möglichen europäischen und nicht-europäischen Ländern. Wir gehen also durch alle Kulturen hier. Und während die Kräfte der alten Götter schwinden,
gewinnen die neuen amerikanischen Götter an Kraft. Dazu gehören die Medien, das Internet oder die Börse, die so viel Macht gewonnen haben, dass sich eigene Gottheiten manifestiert haben. Um zu verhindern, dass die alten Götter völlig verschwinden, rüstet Odin zum Krieg und rekrutiert seine Freunde zur letzten Schlacht der alten Götter gegen die neuen Götter. Es ist ein sehr düsterer, fantastischer, sagenhafter Roman über Götter aus allen Kulturen, die ein neues Leben in Amerika angefangen haben, und die neuen Götter, die durch die Veränderungen in der Gesellschaft erstanden sind und jetzt natürlich den Alten gegenüberstehen. Es ist ein magisches Buch, aber auf eine sehr erwachsene, düstere Art und Weise. Und wir entdecken als Leser zusammen mit Shadow diese Welt. Eher unfreiwillig, zumindest auf Shadows Seite. Eine Frage, die ich auch in der Serie nicht verstanden habe, ist, warum genau die alten Götter die Guten sein sollen. Ich weiß nicht. Also als ich das Buch gelesen habe, hatte ich nicht den Eindruck, dass die alten Götter dass irgendwelche Götter als gute Götter dargestellt wurden. Ich glaube, es ist tatsächlich einfach nur Partei oder Gruppierung A gegen Gruppierung B, ohne dabei wirklich eine gute und eine schlechte Seite zu haben, sondern mehr eine alte und eine neue Seite, die natürlich gegeneinander kämpfen, weil die alten und die neuen Ansichten sich gegenseitig aufreiben und sich nicht miteinander vereinbaren können. Im Buch ist es weniger so, dass die alten Götter die Guten sind. Sie werden auch nicht so dargestellt. Es ist auch genauso eine selbstsüchtige Gruppierung wie die neuen Götter. Aber der Protagonist ist halt auf einer Seite richtig, weil ich glaube nicht, dass er wirklich eine Wahl hat. Er wird von Wednesday rekrutiert, aber eigentlich kann er auch nicht wirklich Nein sagen. Ich glaube, dass er nie in einer Position war, Nein zu sagen. Und es ist mehr so dieses, er ist da hineingestolpert und dann bleibt er halt da und dann... Das finde ich auch außerdem interessant an dem Buch, dass die Seite, auf der der Protagonist steht, nicht eindeutig gut ist. Weil die Götter sind auch nur selbstsüchtig. Sie verlieren an Kraft, weil immer weniger Leute an sie glauben, weil immer mehr Leute an die Börse verehren, an die Medien glauben, statt an die alten Götter. Und sie wollen das verhindern. Sie wollen die Waage wieder zu ihren Gunsten ausschlagen lassen. Und Shadow ist da irgendwo mittendrin und wird einfach mitgezerrt, ohne aus dem Sog entkommen zu können. Ein sehr empfehlenswerter Roman, der mit den Klischees spielt. Und ich fand es sehr informativ, die verschiedenen Gottheiten kennenzulernen. Das mochte ich sehr. Die verschiedenen Charaktere, wie sie dargestellt sind, ihre Geschichten. Und einfach der Gedanke, dass die ganzen alten Götter, weil sie in ihren Ländern zu wenig geheiligt wurden, nach Amerika ausgewandert sind, genauso wie die Menschen auf der Suche, dem amerikanischen Traum folgend im Prinzip. Sehr cool. Ich habe kein Wasser mehr.
Immer wenn ich was trinke, muss ich an diese eine Folge von Doctor Who denken. Eine von den ersteren. Befeuchte mich. Der letzte Mensch, genau, Bene. So, das nächste Buch. Auch eher auf der unbekannten Seite, denke ich. Blutspur von Kim Harrison. Ein Urban Fantasy Krimi Thriller. Er erschien beim Heine Verlag. Auf Deutsch mit 592 Seiten. Der Originaltitel lautet Dead Witch Walking. Teil der Rachel Morgan Serie, die aktuell 16 Bände zählt, die alle so dick sind. Das ist etwas, was ich persönlich sehr schätze, wenn eine Reihe dicke, fette Bücher hat. Okay, Bene, eine der ersten, die ich gesehen habe. Vampire, auch. Nahezu auch. Die Handlung ist kurz zusammengefasst. Denn für den Rest müsst ihr unbedingt das Buch lesen. Eine weltumspannende Seuche hat das Leben auf der Erde grundlegend verändert. Die magischen Wesen sind aus dem Schatten getreten und Vampire, Kobolde und andere Untote machen die Straßen unsicher. Rachel Morgan ist Hexe und Kopfgeldjägerin und es ist ihr Job, diese finsteren Kreaturen zur Strecke zu bringen und die Straßen von Cincinnati sicher zu halten. Eines Tages hat Rachel jedoch genug von ihrem wenig aussichtsreichen Job in der magischen Sicherheitsbehörde gekündigt und gemeinsam mit der abgeklärten Vampirin Ivy und dem vorlauten Pixie Jenks gründet sie ihre eigene Sicherheitsagentur. Also praktisch magischer Hexenprivat-Sicherheitsmensch. Allerdings hat sie schon bald ein Problem. Ihr ehemaliger Chef hat nicht wirklich Lust auf Konkurrenz und hetzt ihr ein Tötungskommando auf den Hals. Es sorgt dafür, dass sie nur einen einzigen Weg sieht, um ihre Haut zu retten, nämlich sie will Trent Callamack, den gefährlichsten Gangster der Stadt, als Rauschgiftschmuggler überführen, um sich zu beweisen, dass sie was drauf hat. Außerdem, wenn sie in den Medien ist, kann sie schlecht ausgeschaltet werden. Allerdings hat Trent Callamack überhaupt keine Lust, ihr Karriere-Trittbrett zu sein und sich auch schon gar nicht überführen zu lassen. Es ist ein sehr erwachsener Vampir-Zombie-Hexenroman. Zusammen mit Krimi-Aspekten, Thriller-Aspekten. Es ist, wie der Titel schon sagt, blutig, Blutspur. Ich glaube, alle weiteren Titel haben auch irgendwas mit Blut im Namen. Und alle haben Augen drauf. Falls euch das abschreckt. Ja. Aber es ist sehr cool. Ich mag die Hauptperson Rachel Morgan sehr gerne. Sie ist eine ziemlich schlagfertige Hexe. Wir haben viel mit Vampiren zu tun, viel mit Kriminellen. Es ist sehr actiongeladen. Es lässt eigentlich keine Wünsche offen. Ich bin nicht ganz up-to-date mit der Reihe. Ich wusste gar nicht, dass es 16 Bände gibt, aber sie wird scheinbar immer noch erweitert. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist die Reihe nicht abgeschlossen. Was insane ist, ehrlich gesagt.
Ja, genau. Der 16. Band Blutflamme ist von Februar 2022. Verrückt. Verrückt. Das heißt, wenn der von Februar war, dann kommt der 17. Band auch bald raus auf Deutsch. Denn auf Englisch gibt es ihn bereits. Demons of Good and Evil. Oh nein, gibt's noch nicht. Der kommt nächstes Jahr im Juni raus. Na, nur damit ihr es wisst. Und der erste von wann? Die Ausgabe, die ihr hier seht, ist von 2006. Das heißt, sie bringt jedes Jahr einen Band raus. Krass. Ihr müsst es mal überlegen, jedes Jahr einen fast 600 Seiten Wälzer zu veröffentlichen. Hui, da war ich so klein. Na, du bist so süß. Ach, da war ich nicht ganz so klein. Aber auch klein. Ja, ich bin noch nicht so alt. Da war ich auch klein. Auf eine Art und Weise. Nicht so klein wie Nato. Also sehr zu empfehlen, falls ihr auf lange Reihen steht, wo ihr immer weiter was zu lesen habt und auf coole Vampir-Geschichten mit Hexen und Zombies und Kopfgeldjägern und Action und Thriller. Biene. Dann lest Blutspur von Kim Harrison und wenn es euch gefällt, dann lest mehr. Dann lest Band 2 bis 17. Biene war dann noch nicht ganz so verstaubt wie heute. Ich kann leicht lachen. Nach Blutspur geht es weiter zu unserem vorletzten Roman. Vorneweg, es handelt sich um die Zwerge von Markus Heitz. Das Cover ist scheinbar das neue Cover, was ich seltsam finde, weil man den Buchtitel nicht lesen kann, weil der Name des Autors ist so groß. Ich finde das Layout gewöhnungsbedürftig. Weil ich habe nach dem Cover für den ersten Band gesucht. Und die neu gedruckten Cover sind alle so gestaltet, dass die Titel so klein sind, dass ich Mühe hatte, den ersten Band zu finden. Wer auch immer dieses Cover gemacht hat, ich finde es cool, aber vielleicht ist es der Spiegel-Bestseller-Aufkleber, wo sie sich dachten, den muss man noch draufpacken, aber der bedeckt sonst die Axt. Was machen wir denn? Das Buch ist von den Zwergen geschrieben und heißt Markus Heitz. Ganz klar. Das ist großartig, Natu. Ja, ich glaube auch. Der Titel des Buches ist Markus Heitz, geschrieben von den Zwergen. Seltsam. Es sieht für mich einfach wie ein Layout-Fehler aus. Na gut. Wir sollen ein Buch nicht nach seinem Cover beurteilen. Es ist ein High-Fantasy-Roman, erschienen bei Piper, auf Deutsch mit 640 Seiten. Und es ist Teil der Die Zwerge-Reihe mit 5 Bänden. Es gibt auch die Goblins-Reihe und die Orks-Reihe und die Elfen-Reihe und die... Habe ich Orks-Reihe schon gesagt? Ja. Und dann gibt es auch irgendwie noch die Rückkehr der Zwerge-Reihe. Es gibt... bei welchem Band war denn das jetzt? Bei welchem Buch? Da hatte ich letztens Dulli gesagt, dass es da einen neuen Band gibt. Na egal.
Layout-Fehler oder gesundes Autorenego. In dem Fall, es gibt einen Haufen Reihen von Markus Heitz, die alle im selben Universum spielen, die teilweise gleichzeitig spielen oder vor- oder nacheinander. Das heißt, wenn man ganz tief ins Universum abtauchen möchte, rentiert es sich, das alles zu lesen. Ich persönlich habe gelesen die Zwerge-Reihe, weil die, glaube ich, die erste war, mit der ich in Kontakt kam. Die Elfen-Reihe. Ich habe den ersten Band der Orks-Reihe gelesen und den ersten Band der Goblins-Reihe. Und ich persönlich muss sagen, ich mochte die Goblins-Reihe am meisten. Zumindest den ersten Band. Ach, danke Plüschi. Ich habe mich gefragt, was Autorenego ist. Sieht aber auch komisch aus, Autorenego. Also, die Zwerge. Es ist schwierig, ein 640 Seiten Buch kurz zusammenfassen, aber im Endeffekt stellt euch das so vor. Es gibt das geborgene Land, das ist umgeben von Bergen. Und es gibt 5 Pässe, die durch die Berge hindurch ins geborgene Land führen und jede dieser Pässe ist von einem der 5 Zwergenstämme bewacht. Macht Sinn soweit. Jetzt haben wir das Problem, dass die Zugänge plötzlich von Orks und anderen Kreaturen belagert werden. Gleichzeitig werden die Menschen und Elben von den Alben angegriffen oder den Albae, die grausamen Verwandten der Elben. Und die Magi, die Reihe gibt es auch, die Magi stoppen den Vormarsch der Albae und der Orks und plötzlich, es sieht alles gut aus, es sieht alles toll aus, aber plötzlich wird einer der 5 Stämme vernichtet. Zeitgleich ist da ein Zwerg namens Tungdil. Und der ist auf dem Weg zu einem Schüler seines Ziehvaters, dem Magus Lotlonan, und gerät aus Versehen, wie man es so kennt, in den Sog der globalen Ereignisse und plötzlich muss Tungdil zusammen mit seinen Gefährten versuchen, den Untergang des geborgenen Lands zu verhindern. Hört sich nach einer klassischen High-Fantasy-Story an, ist wesentlich vielschichtiger, sehr unterhaltsam, auch nach vielen Bänden, wobei ich persönlich sagen musste, der letzte Band der Reihe war nicht ganz nach meinem Geschmack, aber dennoch gut zu lesen. Alle Bände sind zu empfehlen und auch die anderen Reihen, die drumherum gebaut sind. Wenn euch die Zwerge gefallen, werden euch die Elfen und die Magi und die Orks und die Goblins und was auch immer es in der Reihe noch gibt, auch gefallen. Also damit kann man sein Bücherregal gut füllen, würde ich es behaupten. Es ist eigentlich eine ziemlich epische Fantasy-Geschichte. Und nun zuletzt etwas Unbekanntes. Ein Geheimtipp sozusagen, den ich durch einen guten Freund erhalten habe. Nämlich die ganze Johannes Kabal-Serie und den ersten Band Seelenfänger. Ja, du solltest erst nach dem Umzug anfangen mit großen Reihen, sonst musst du so viel schleppen. Also, Jonathan L. Howard, die Johannes Kabal-Serie für alle Englischsprachigen, die noch hier sind, die Johannes Kabal the Necromancer auf Englisch, ein absoluter Fantasy-Roman vom Goldmann Verlag auf Deutsch mit 384 Seiten. Er ist Teil der Reihe Ein Fall für Johannes Kabal. Da gibt es aktuell 3 übersetzte Bände. Im Englischen sind es bis jetzt 6. Es gibt auch ein Hörbuch, gelesen von Nicholas Guy Smith. Und hier ist die, meiner Meinung nach, sehr coole Handlung. Ich habe die Bücher verschlungen und ihr solltet es auch tun. Johannes Kabal
ist überraschenderweise für ein englischsprachiges Buch deutscher. In der englischen Version spricht er auch teilweise Deutsch. Es ist auch deutsch abgedruckt. Also, Johannes Cabal durfte dem Teufel seine Seele verkaufen. Im Gegenzug erlernte er die Kunst des Totenbeschwörens. Eigentlich sollte er ja jetzt sehr dankbar sein, dass er diese Gelegenheit erhalten hat. Allerdings, erstens weiß Johannes mittlerweile, wie man Tote beschwört. Und zweitens ist das Leben ohne Seele irgendwie doch nur halb so schön. Also bleibt ihm nichts anderes übrig, als den Teufel erneut aufzusuchen, um seine Seele zurückzubekommen. Vorbei an den armen Seelen, die noch 9747 Aufnahmeformulare für das ewige Feuer ausfüllen müssen. Aber so einfach ist das natürlich nicht. Schließlich ist es Satans Hobby, Seelen zu sammeln, und wenn er einmal eine hat, lässt er sie auch nicht so schnell wieder los. Am Ende geht er mit Johannes allerdings ein Tauschgeschäft ein. Liefert dieser ihm innerhalb eines Jahres 100 Seelen, bekommt er seine eigene zurück. Wenn nicht, erwartet ihn das ewige Fegefeuer. Und so begibt sich Johannes auf eine abenteuerliche Reise. Im Gepäck einen Jahrmarkt, den ihm der Teufel höchstpersönlich zur Verfügung gestellt hat. Hilfe erhält er von seinem Bruder, der allerdings nicht so gut auf Johannes zu sprechen ist, nach einem kleinen, unbedeutenden Zwischenfall mit einem Vampir und einer Gruft. Jedenfalls reisen die beiden gemeinsam auf einer alten Dampflok durch die Lande, um Leuten ihre Seele abzuschwatzen. Doch ein Jahr kann verdammt kurz sein. Wir begleiten also den Nekromanten Johannes Cabal dabei, wie er verschiedene Leute trifft und versucht, sie um ihre Seele zu bringen. Auf einem rollenden Jahrmarkt, der aus einer Lok und ein paar Eisenbahnwagen besteht. Wir erfahren dabei, warum Johannes überhaupt lernen wollte, Tote zu beschwören. Und ob ihn das jetzt zufrieden gemacht hat. Und natürlich gibt es einen Haufen anderer Charaktere in dieser Geschichte, die ihm mehr oder weniger Probleme bereiten. Er ist ein sehr smarter Typ. Und wenn ihr euch eines der Bücher aus den heutigen 9 Empfehlungen aussuchen müsstet, würde ich euch besonders Seelenfänger ans Herz legen. Es ist eine Reihe, die viel zu wenig Liebe erhält. Sie ist großartig geschrieben mit wunderbaren Dialogen. Sie ist herrlich, verrückt, und es gibt viel zu wenig Literatur über Nekromanten, die nicht böse Masterminds sind. Johannes ist ein herrlich abgeklärter Held, der genau genommen gar kein Held ist. Er hat Probleme wie du und ich, er hat Ängste wie du und ich, und er ist bei weitem kein Superheld. Das macht ihn sehr sympathisch. Plüschi, du empfiehlst zu viel Gutes. Ich möchte jetzt 1000 Bücher auf einmal lesen, könnte den Rest des Jahres im Deckenberg bleiben, lesen und Tee trinken. Wo ist das Problem? Stimmt, am besten fange ich einfach jetzt an. Ganz genau, Natu. Das ist die richtige Einstellung. Ich kann mich Bene nur anschließen. Am besten du fängst jetzt sofort an. Damit du dann alle durcharbeiten kannst. Das war wieder ein erfolgreicher Empfehlungsstream. Ich habe das Gefühl, ich könnte euch wieder ein bisschen mehr Wissen beibringen. Wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
im Prinzip 14 Bücher übrig auf meiner Liste. Das bedeutet, nächste Woche was ist das, der 3. Advent? Der 4. Advent? Der 3. Advent, oder? Jedenfalls nächste Woche gibt es nochmal einen richtig fetten Empfehlungsstream mit tollen Klassikern von Diana Wynne-Jones, Laura Kneidl, Christoph Marzi, Kai Meier, ein Klassiker, Walter Mörs und Licia Troisi. Also große Namen für alle, die viel Fantasy-Literatur lesen. Teilweise Klassiker, teilweise unbekannte Bücher. Und dann gucken wir mal, was wir zwischen den Jahren machen. Ja? Der 4. schon. Wow. Wie die Zeit vergeht. Krass. Die Zeit fliegt wirklich. Im Dezember ist plötzlich schon, es ist die Zeit im Dezember verfliegt. Wie blöd. Das sind alles so junge Bücher gewesen. Meinst du, dass sie noch nicht so alt, also noch nicht so lang veröffentlicht sind? Nö, im Vergleich zu dir. Jedes Buch, das nach Natos Geburt herausgekommen ist, ist ziemlich jung. Ja gut, dem kann ich eigentlich zustimmen. Findest du? Mal sehen. Ja, das einzige Buch mit halbwegs Alter auf dem Buckel war Per Anhalte durch die Galaxis und das ist von 1979. Naja, aber es wird halt auch nicht besser, Bene. Die nächsten Bücher sind auch nicht so alt. Obwohl. Naja, also halt nicht das, was du als alt bezeichnen würdest. Ich werde aber auch älter. Na, du wirst nicht älter. Bist du verrückt? Im Vergleich zu vielen Büchern bist du doch ein Jungspund, Plüschi. Dankeschön. Das wollte ich hören. Ich gucke gerade, wo wir noch hinraiden könnten. Demnächst also Dr. Zhivago, das ist immerhin von 1965. Hunter Hamburg. Mal gucken. Habt ihr irgendwelche Vorschläge, wo wir jetzt noch hinraiden könnten?
Was ist mit den Witzen? Oh, die schlechten Witze. Ah. Na gut. Aber nur, weil du es bist, Bene. Lass mich mal hier meinen Fischstapel abbauen, damit ich an die schlechten Witze rankomme. Die guten Witze. Ach. Na gut, dann brauche ich das andere Buch. Die guten Witze. Okay, Bene. Weißt du was? Wir machen jetzt ein lustiges Spiel. Du sagst mir eine Seite zwischen... eine Nummer zwischen 5 und 448. 241. Okay. Warte. Ist es 24? Nee, ist es 24? 24. Okay. Ich lege das jetzt alles in Benes Hände, dann bin ich für nichts verantwortlich. Und dann sagst du mir bitte eine Nummer zwischen 1 und 14. Okay. Die Wissenschaft hat festgestellt, dass es unter 200 Menschen einen gibt, der über 1,90 Meter groß ist. Ich weiß, der sitzt im Kino immer genau vor mir. Dieser Witz wurde gesponsert von Benedikt Magnus. Heute gibt es genau 3 Witze. Ich habe noch 2 frei. Von Benedikt dem Zwergen. Okay, Nato, jetzt du. Eine Zahl zwischen 5 und 448. ...367. Ach Gottchen. So weit hinten. Okay, und jetzt... Und jetzt eine Zahl zwischen 1 und 8. Natürlich 8. Hast du auch schon von dem neuen Test gehört, womit man sein zu erwartendes Alter selbst errechnen kann? Ja, ich habe es probiert. Demnach bin ich seit 12 Jahren tot. Dieser Witz wurde gesponsert von Naturalia. Die Witze passen ja super. Ne? Als hätte ich's gerochen. So, wer von euch will den letzten Witz sponsern? Freiwillige vor. Wer unter den Lurkern will am Rad des Schicksals drehen und einen Witz bestimmen? Übrigens, hallo Rainy. Hallo Rogue Girl. Hallo Mystic Bolly. Hallo Lana Ray. Hallo La Kaylee. Hallo hallo ihr Socken, die ihr schon die ganze Zeit da seid. Hups. Entschuldige Rainy, ich wollte dich nicht outcallen, aber eigentlich schon. Lurker Calling. Okay, ein Witz noch. Wenn sich keiner von euch freiwillig mehr meldet, muss ich es zwischen Bene und Nato auslosen. Okay, die 127. Okay, Rainy. 127. Eine Zahl zwischen 1 und 14, Rainy.
Warum setzen die Maler alle ihre Namenszeichen unten auf ihre Bilder? Wollte ein kleiner Junge wissen. Damit jeder weiß, wie man das Bild aufhängen muss, erwiderte sein Vater. Dieser Witz wurde gesponsert von Rainy Tempest. Nun denn. Dazu habe ich gerade einen Artikel gelesen von einem Bild, das 50 Jahre falsch herumhing. Peinlich. Ich denke, dieser Witz ist der perfekte Ausklang für den Stream. Mehr Witze gibt es nächste Woche wieder. Weil die Signatur fehlte, als es stimmt. Wow. Solange nicht die Farbe rausgelaufen ist. Und dann gab es diesen kreativen Künstler, der immer oben rechts unterschrieben hat und dachte, dass seine Werke nie verstanden wurden. Oh. Okay, Leute, es ist schon spät. Wir haben fast 3,5 Stunden gestreamt. Es wird Zeit, den Stream zu beenden. Ich denke, ich schicke euch weiter zu Ich freue mich auf die Witze beim nächsten Mal. Bene kommt nur für die Witze. Ich werde es lesen gehen. Danke, Blüchen. Bitte, Nato. Danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr zugehört habt im ersten Teil und im zweiten Teil. Thank you for listening in. I appreciate you very much. 3 Stunden zu warten hat sich definitiv gelohnt. Gute Nacht. Nicht vergessen, ihr seid wunderbare Menschen. Ich bin sehr stolz auf euch und ihr habt diese Woche richtig viel geschafft. Ich denke, wir raiden heute nirgendwo hin. Ich glaube, wir machen es uns jetzt einfach bequem. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und wir sehen uns nächste Woche für mehr Empfehlungen und gute Witze. Gute Nacht und danke fürs Zuhören. Für mehr Informationen folgt mir auf Twitter und falls ihr gelegentlich, hoffentlich bald regelmäßiger, einen geschnittenen Stream nachhören wollt, folgt mir auf YouTube. Die Links findet ihr unter dem Kanal in der Infobox. Gute Nacht.